Einen wunderschönen guten Nachmittag hier beim ersten Tag, beim Saisonauftakt 2025 der Deutschen Kart-Meisterschaft in belgischen Mariembourg. Wir sind hier für eine Streckenpremiere für den ersten von 5 Rennwochenende für diese Saison. Das startet hier im belgischen Mariembourg bis zum 20. April. Dann gehen wir nach Mülsen in Ostdeutschland, 30. Mai bis zum 1. Juni und dann am 25. bis 27. Juli. Dann Kerpen für den 4. Rennwochenende, 15. bis 17. August. Und dann die Saisonfinale steht noch wieder bei Pro-Kart Raceland Wackersdorf, 19. bis 21. September. Hallo von meiner Seite hier in die Sprecherkabine. Mein Name ist Alex Goldschmidt, einer der neuen Moderator für 2025 und nicht nur auf Deutsch. Hello everybody, Alex Goldschmidt, one of the 2 new commentators for the Deutsche Kart-Meisterschaft, welcoming you all to the season opener here in Mariembourg. We have 5 rounds, so we make our premiere here for the opening round of the season until the 20th of April here at Karting de Fang. Then we go to Motorsport Arena Mülsen on the 30th of May to the 1st of June. Then we go to Ampfing in the last weekend of July, 25th to the 27th. Kerpen hosts the penultimate round of the season, the 15th to the 17th of August. And then once again, the season finale will be hosted on the 19th to the 21st of September at Pro Kart Raceland in Wackersdorf. Und schon jetzt, heute Morgen, haben wir schon Seittraining und das war wirklich eng zwischen dem Kampf für Pole Position für dieses Wochenende. Qualifying this morning very, very closely fought, aber hier schauen wir mal den Zeitplan live und direkt auf den ADAC Motorsports YouTube-Kanal. So we're live broadcasting on the ADAC Motorsports YouTube channel, and a big thank you to everyone that will be joining us over the 14 races, 14 Rennen heute Nachmittag bis ungefähr 18:50 Uhr. So until about 10 to 7 local time, we'll have 14 races today. Morgen gibt es den Superheats und die Finale. Tomorrow we will have the Superheats and the finals, as there has been a lot of changes. We see Haupt Racing Team, the team that will be racing in the GT World Challenge powered by Europe, powered by AWS, and of course the DTM, the Deutsche Kart-Meisterschaft, which starts next week, its season opener. Und jetzt für Neuigkeiten gibt es den Einstieg in Kartsport bei Haupt Racing Team. Das Mannschaft, das hat den neuen Ford Mustang bei DTM und auch bei GT World Challenge Europa, powered by AWS. Und auch bei VLN, denke ich, auch. So, das nochmal eine Neuigkeiten bei den Teams und Fahrer. Neuer Kraftstoffpartner, Aspen Plus für 2025. So we have new teams, new driver lineups. We also have a new fuel partner as well. Of course, the focus going on to carbon neutrality for 2025. So a big welcome to Aspen Plus, who are with us. This circuit measures 1,352 meters in length, has 18 corners, according to the track map as per the official driver's briefing. Diese Strecke ist 1.352 Meter lang mit 18 verschiedenen Kurven. Und wir sind knapp 10 Minuten vor die Grenze nach Frankreich. Wir sind tief in Südbelgien, so we're deep in southern Belgium, and we're about a 10-minute drive also from the Franco-Belgian border. Aber jetzt den ersten Rennen, das gleich kommt, DSKC KZ2, insgesamt 33 Teilnehmer in dieses Rennen. Das werde über 11 Runden laufen. Und jetzt bei Vorstart, grüne Flagge läuft. So, jetzt die erste Rennen der Saison 2025 bei DKM. Jetzt die Startaufstellung. Auf Pole Position der Belgier, der Nummer 446, Len Nice. Neben ihm von Tschetschen Matej Preuß, der Nummer 418.
Mark Gerstenkorn und dann Julian Bob auf das zweite Reihe. Dritte Reihe, Dirk van Siftout, der Holländer, neben der Däner, Loris Sachse. Vierte Reihe, Manuel Lettner und Rasmus Andersen. Louis Esser und Ruvin Wilk, das ist euer Top 10. Erik Müller und von Ungarn Nico Bognar auf der sechste Reihe. Siebte Reihe, Tim Schott und Kevin Wagner. Dann Adrian Martins, Sascha Dreher, Julian Carmen, Khalil Soda, Oskar Steinbach, Yannick Remmert. Das ist euer Top 20. Anders Elkier, Rick Mewis, Rick Hartmann, Paul Moritz Doktor, Marcel Ernst, Eric Wess, Nick Landgraf, Noah Höss und Erster von den Masters. Jory Molema am 29. Platz gegen Christian Breiter. Dann Klaus Barnett, Natalie Keitz und Alexander Zur. So 33 drivers, that is your starting order. With Len Noyes from Belgium being joined by the Czech Republic's Matthias Brois on the front row. 11 laps will be the order of the day for this first adventure into the unknown. And the big news, of course, SRP moving from Maranello to Formula K for 2025. Got a very good insight with the defending champion for DKM KZ2, Marcus Kayak. He'll be joining. We managed to have a conversation about what it takes to do a lap round here in a KZ2 around Mariembourg, which we played during the lunch break tomorrow. So von meiner Seite auf Deutsch jetzt. Ich habe schon das Möglichkeit mit dem Meister von DKM KZ2 letztes Jahr von Estland, Marcus Kayak. Wir haben ein kurzes Gespräch über was passiert von einem Perspektiv eines Fahrers in KZ2 auf dieser Strecke. Und dann wird es durch die Mittagspause jetzt der Überblick zwischen das Gespräch zwischen ich und der Kajak morgen Nachmittag. So, Leute, wir sind bereit und jetzt Standing Start. Wieder Formel 1. Den heftiges Klasse von Kartsport, den ganzen Welt. The most demanding, the most physical category in motorsport. KZ2, 6-speed. Shifter karts going over probably the best part of 140 kilometers an hour into turn number 1. So, wir waren auf den grünen Flagge von hinten. Jetzt geht's los. Hier in 2025. So, Revs rise. Lights on. Jetzt geht's los in 2025 und ein Unfall bis zur ersten Kurve. Ein paar Fahrer sind da drin und nochmal ein Unfall nach Kurve Nummer 1. But we've had one driver that has managed to get the breakaway. A couple of incidents on the opening lap going into turn number 1. And Dirk van Siftout has looked to have made up a couple of places. He has dropped down from 5th to 8th, side by side into turn number 6. Und ein paar Unfälle von Start bis zum Kurve 1. Ein chaotischer Start der Saison 2025 hier in belgischen Mariembourg. Aber es gibt nochmal einen Vorsprung an der Spitzenreiter der Tschechen, Matthias Preuß. Er hat einen Vorteil über der Belgier Len Nice in der Nummer 446 nach dem ersten Runde. Der Vorsprung ist knapp in die Nähe von 0,4 eine Sekunde gegen, aber nicht jetzt, aber der Len Nice, das ist eine Heimstrecke hier in Mariembourg und er ist ganz, ganz schnell. 0,4 eine Sekunde. Verbesserung beim ersten Sektor bei der Belgien in zweiter Platz. Und jetzt nach Kurve Nummer 8. Das heißt, hier in Mariembourg, Chemin de Fer. Es gibt immer eng einen Vorteil zwischen Matthias Preuß und Len Noyes. Mark Gerstenkorn gegen Ruven Wilk für das Zweikampf über 3. Platz. Und Wilk hat um 10. Platz gestartet, jetzt ist er 4. Und der Mann, der Pilot auf der Birl ART. Und jetzt kommt der Wechsel am Spitze. Was für ein Manöver bei Len Nice. Nach 2 Runden
ist der Belgier, jetzt der Spitzenreiter. So Len Noyes with a great crisscross maneuver on Mateusz Preis to take the lead going into turn 1 on lap 3 out of 11. Schnellste Hunderzeit jetzt der Holländer Dirk van Sifthout in 6. Platz. 54,888 bei der Nummer 477. And yet there we see the train as the field makes its way through Escargot. Aber was für ein Angriff bei der Len Noyes in den ersten Kurve, Runde Nummer 3. Und jetzt ein 4-5-Kampf bis zum Kurve Nummer 15. Und nochmal ein Unfall und ein Dreher. 452 der Eric Müller. Schade für der Deutsche. So the 452 gets spun around Oscar Steinbach. And that was a pretty, you know, the slightest amount of contact when one driver mounts the back of another, it can go horribly wrong, and that's exactly what we've just seen. Vorsprung von Noyes gegen Preis jetzt knapp über 0,33 von einer Sekunde. Und jetzt das Avantage, das Vorteil, das Vorsprung für Noyes steigt immer weiter. Und jetzt kommt der Druck von hinten. Wilk jetzt ist vorbei an Gaston-Korn für 3. Platz. Und jetzt der Nummer 413 hat die Ansicht, vielleicht nochmal einen Pilot zu überholen. Und jetzt nochmal Kämpfer. Leider bei den Julian Bubb und Nico Bogner. Leider ist das Rennen vorbei. Und nochmal ein CRG 435. Jory Mollema, einer der Masters. Und den Masters-Klasse anführender jetzt Natalie Kreitz in der Nummer 400. Und Beschädigung bei einem, das ist den 495, 495. Oh, has got some, that is dragging. The exhaust, I think, is off. And that is a lot of string on the right rear bumper. So 495 peels into pit lane. Adrians Martins on the Maranello chassis, the Austrian out. Aber jetzt läuft mit Runde Nummer 6 von 11. Und der Vorsprung, das der Len Noyes hat wieder gesteigert, ist jetzt 9 Zehntel von einer Sekunde. Preuß gegen Wilk, gegen Gaston-Korn. Und jetzt vielleicht der Rasmus Andersen. Er war der schnellste Pilot in erster Gruppe bei DSKC. So a lot of changes have happened over the course of the first 5 laps. We're on lap 6, so we are halfway at the moment. And the temperature is now 16 degrees Celsius. So a real shame there for Adrian Martins. The exhaust was loose and billowing smoke, and then a lot of, well, something had caught onto the side. Jetzt kommt nochmal ein Wechsel für Position. Lloyd Saxe, der Däner, gegen Dirk van Sifthout. Wechsel für 6. Position jetzt nach Kurve Nummer 4. Den Wechsel zwischen die beiden. Der Holländer vor der Däner. So, change for position. Dirk van Sifthout versus Lloyd Saxe. So the pair swapping positions. Jetzt im dritten Sektor nochmal der schnellste Pilot, der Ruben Wilk, der Nummer 413, bleibt immerhin in diesem wichtigen Moment. 3. Position, vorne von Rasmus Andersen von Dänemark. Der hat jetzt schon der schnellste Runde-Zeit, 53,339. And now we go into the second half of the race. 1, 2. So laps to go. Noch 6 Runden läuft bis zum Ende dieses Rennens. Und viele verschiedene Zweikämpfe, Dreikämpfe oder sowas über das ganze Feld. Aber der Len Noyes hat entscheidet, okay, dies ist meine Heimatstrecke.
dann gebe ich alles, den Sieg zu haben. Aber der Pilot 430, Kali Soda von Lituanien, von 18. bis 8. Position im Moment. So 10 places gained by the Lithuanian. Marcel Ernst von 25 bis zum 12. Platz. Und nochmal Rick Hartmann von 23. bis 13. So plenty of action going on in this first race for DSKZ, also running the KZ2 6-speed shifter class category. Len Nyes now extends his lead to over 1.4 seconds over Matthias Preuss. Ruven Wilk rounds out the top 3, having moved up from 10th position on the starting grid. A lot of calamity in the opening couple of exchanges going through the start. I think one driver on the front 2 rows bogged down, just did not engage the clutch. And from that point onwards, well, it caused a lot of chaos behind. So, nochmal 2 Runden. Wir sind jetzt auf Runde Nummer 9. Nochmal schnelle Runde seid bei. Spitzenreiter im Moment Len Nyes. 53,168 bei der Belgien. Nochmal Überholung für Positionwechsel. Und das war vielleicht knapp in die Nähe von die letzten paar Positionen bei der Top 10. So, Top 10, couple of positional changes happening there. Und jetzt läuft letzte Runde, denke ich. So, noch 2 Runden läuft bis zum Ende. Und der Vorteil des Len Nyes ist knapp in die Nähe von 2 Sekunden vorne. Und jetzt Positionwechselversuch bei der 410, der Andersen von Dänemark gegen Ruven Wilk von Mach 1 Motorsport. Das Zweikampf über 3. Platz im Moment, aber Wilk steht auf den Racing Line und bleibt 3. im Moment. Aber kommt der Schweizer, Marc Gerstenkorn, knapp hinter die beiden. Lufttemperatur im Moment 16 Grad. Nochmal ein Versuch und jetzt geht das schon hin. Andersen ist vorbei. Schwarzweiß-Karriere auf Start und Ziel. Len Nyes takes the opening win of the 2025 Deutsche Kart-Meisterschaft DSKC. Well, he takes the first win of the season, the first of 14 races. So, Sieger dieses Rennen bei Qualifying Heat B gegen C nach 11 Runden. Sieger von Belgien, Len Nyes, der Nummer 446 bei DAP TB Kart. Vorsprung nach 11 Runden war knapp über 2 Sekunden über der Tschechen Matthias Preuss, der Nummer 418. Und dann der Däner Rasmus Boxbaum Andersen, der Nummer 410, hat um 8. Position gestartet, war der 3. beim Ende des Rennens. Ruven Wilk, gutes Ergebnis für der Deutschen, der Nummer 413, 10. bis 4. Platz. Marc Gerstenkorn, der Schweizer, leider hat er von 3. Position auf das 2. Reihe gestartet, war 5. am Ende. Lloyd Sachse, denn der Dirk van Siftart, Kali Soda, Tim Schott und Julian Kamen, das war eure Top 10. Then after that, Manuel Lettner, Marcel Ernst, Rick Hartmann, Sascha Dreher, Anders Elkier, Mick Landgraf, Louis Esser, Kevin Wagner, Oscar Steinbach and Rick Mewis. That was your top 20. Von 33 Teilnehmer, 30 Fahrer kommt über Start und Ziel am Ende. Von 21. bis zum 30. war Paul Moritz Doktor, Yannick Remmert, Eric West, Noah Horst, Natalie Kreitz hat den Masters-Klasse gewonnen, in 25. Platz. Alexander Sohr, Christian Breiter, Klaus Panet, Jory Molema, der hat sich ein bisschen gedreht am Kurve Nummer 1. Und der Eric Müller
Ja, letzter von 33 Piloten, der hat den Schwarz-Weiß-Karriere auf Start und Ziel gesehen. Adrian Martins mit vieler Beschädigung am Hintern. Ja, hat das Rennen verlassen um Runde Nummer 5 und ein paar Unfälle. Und in dem ersten Runde war es vorbei bei Julian Babb und Nico Borgner. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. All over him, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Ticket sichern unter dtm.com.
So from DSKC, we go to DKM, the top tier category. And what a field we have in an international lineup. So here is die Startaufstellung für qualifying heat number 1. So here's the grid. Pole position, Italy's Danilo Albanese took pole position just fractionally ahead of the defending champion, Markus Kayak from Estonia. Of course, Marinello no longer part of the SRP factory team. Now it's Formula K. He'll be joined behind him with David Trevelov and Dion van Verven on row number 2. Emilian Denner joins the Formula K SRP factory team. He'll be on the inside of row number 3, along with Paska Racing's Kipras Josa from Lithuania. Robert Kindervater and Simon Rechenmacher round out row number 4. From Switzerland, Jean Louillet will be joined by Germany's Daniel Stell, thereby completing your top 10. Marek Swierz and Kevin Stehauer round out row 6. Samuel Louillet and Christian de Klein round out row 7, ahead of Nico Lemberg from Finland and Corentin Rousseau from France. Valentino Fritsch will be joined by Ken Oscar Algeri from Estonia on row 8. Row 9. Row 10, completing the top 20, Cedric Malkin, the number 36 from Switzerland, with Austria's Alexander Scheiblecker alongside. The Ukraine's Ivan Kondratenko will be joined by Sweden's Simon Billman, with Matti Vandenbroek and Cyril Anastad Gargari from Norway, rounding out your 24-strong grid. So on this occasion, 12 laps of the 1,352-metre circuit.
And as we had with Deutsche Kart-Meisterschaft, we now have, once again, a standing start. So for DKM, because we have DKM KZ2, we have less than 36 competitors. They will have 2 qualifying heats. The only drivers that will have to do 2 qualifying heats out of a potential 3 will be Deutsche Kart-Meisterschaft and X30 Senior. So the formation lap gets underway. The drivers weaving from side to side. And KZ2, after what we saw in that opening action-packed and dramatic start for that qualifying heat for the SKC, expect pretty much the same, but this is where you see the likes of Albanese, whose track record speaks on its own. You know, David Trevelov, Dion van Verven, Emilian Denner, for many years, had been with Sodi Kart for a multitude of years, now switches allegiance. Was one of the people very much still part of the SRP factory team, Fabian Federer, who I first had the opportunity to meet back at the Motorsport UK British Kart Championships when he made his only UK appearance back in 2019, and of all places, Rissington. So it was good to briefly see him in the paddock. Busy as always, so good to see that he's still very much involved in this wonderful sport. But of course, with switching allegiances between chassis comes a very different challenge for the drivers at SRP. So they go away from a brand that they've known for a multitude of years, and now it's a new adventure, a new unwritten chapter that they have to start exploring and look to get the best out of things. Of course, we will look forward to seeing what transpires over the 5-weekend calendar. And this being another track that has now had a Deutsche Kart-Meisterschaft premiere, debut, so to speak. But Albanese and Kayak will now start to line up on the front row of the grid. So the engines being revved, the throttles being blipped, keeping the oil circulating around the engines on the right-hand side of the drivers, the big radiators to the left-hand side. Green flag waves at the back. DKM, KZ2, 2025, get set. Revs rise. Lights are out, we're underway. Good start by Albanese. And diving towards the inside, looks to be Van Verven, but Kayak trying to go around the outside of the Italian. Switches to the inside, through into turn number 2. And, well, Albanese now starts getting away, but look at the masses from SRP. Trevelov, et al. Now starting to move away. They say strength is in numbers, aber wirkliche gute Start bei der Italiener Danilo Albanese von Pole Position. Kleines Angriff von Dion van Verven zum ersten Kurve gegen Markus Kayak, der Meister von letztes Jahr. So 12 quick, rapid fire laps. Expect lap times around about the 52, 53 second mark as Albanese starting to try and pull that advantage in the early stages of this race. So just over 1.35 kilometers will be complete at the end of the first of 12 laps. Albanese leads. And it's Kayak, Trevelov up to 3rd, Denner up to 4th. So now the 3 Formula K SRP factory teammates can start working together, but Trevelov snaking out of braking. Nearly goes into the back left of Kayak. Denner looking a bit racy in his own right as they head down into turn number 8 here at Chemin de Fer. One of the 2 named complexes here at Captain Defagne International Raceway here at Mariembourg. Biggest mover at the moment. Valentino Fritsch, the number 12, moves up from 17th at the start, now runs 11th. Dion van Verven, man from the Netherlands, running on the Sodi Kart.
Now starting to try and reel in the 3 Formula K SRPs in front. And now Trevilov gleichzeitig bei Kayak. Und dann geht er weiterhin. Er überholt der Mann von Estland. Und jetzt ist der Trevilov Zweiter. Jetzt kommt Angriff vor der Franzose, der Emilien Denner. And then up the inside, cheeky nip through there. That was by Dion van Verven. He's still got those tricks up his magician's sleeves there as the number 54 from the Netherlands. So that means he got through on, of all people, Emilien Denner. So other drivers making positions. Christiane Klein up from 14th on the grid now, running P12. Lap 2 out of 12 completed. Albanese continuing to stretch that lead. It's now 0.876 as Trevilov and Kayak ran at your top 3. Nochmal ein Angriff. Oh, 17 gegen 18. Rechenmacher gegen Jose für 8. Position durch Kurve Nummer 4. Und jetzt nochmal ein, sieht ein bisschen wie ein Längezug aus, ne? Von, ich denke, das ist Daniel Stell auf der Nummer 6. Vielleicht in 10. Position. So the train is starting to really get a bit close for Daniel Stell and the Birol Arts. And we've got this three-way battle here. So, and there's a lot of tyre screeching I've just heard going into turn number 1. But a great little battle happening. And at the back end of it, it's got Jean Lier up from 9th to 6th. The Swiss now ahead of Robert Kinderwatter and Simon Rechenmacher, 20 and the 17 as they go through into turn 8 at Schemantefeld once again, through into 9, then into turns 10, 11 and 12, which brings them into Escargot, which effectively means snail in English. Aber jetzt schnellste Runde liegt bei der Trevilov auf Position Nummer 2, 53,157. And now, right, that's a change. Positionwechsel zwischen Kinderwater, jetzt hinter Rechenmacher. Und nochmal Side by Side zwischen die beiden. Und jetzt nochmal bleibt der Rechenmacher am vorne von Kinderwater. Ein hartiges Kampf zwischen die beiden von Deutschland. But still, this is the thing, it's a bit of a game of chess on KZ2. It always has been, it always will be. You've got to do the, you've got to mentally try and get one up on your opponents and then try and make the move, try and force them with a little bit of pressure. Mit ein bisschen Druck von hinten kann jede Menge Piloten Fehler machen und dann geht jemand vorbei. But now Albanese is losing the advantage. Nochmal schnellste Runde. Auf der Seitenliste bei der Trevilov nochmal wieder. Über 53 Sekunden bei der Nummer 4. 52,926. Und den Vorsprung, dass der Italiener Danilo Albanese jetzt hat über David Trevilov, ist knapp über 19 eine Sekunde zwischen die beiden, aber richtig gute Pace bei der Nummer 4 bei SRP Formula K. So we have 5 laps to go, so 7 laps completed. Albanese responds with the fastest lap of the race, a 52.881 by the Italian. Trevilov 53.029.
Dion van Verven is still the Sodi Kart meet in the SRP Formula K sandwich between defending champion Marcus Kayak and one of the men who has always been in the sharp end in KZ2 competitions, whether it be DKM, CIK, FIA karting, Emilien Denner, the French driver, running at the top 5 in the number 7. And just at the moment, well, Albanese did exactly what he needed to in time qualifying, pipping Kayak by just 15 thousandths, and that was enough to keep him on the best line possible heading into turn 1 on lap 1 out of 12. But jetzt kommt das Antwort von David Trevelov. Knapp in die Nähe von 1,5 Zehntel, 1 Sekunde schneller als Albanese. In Runde 8 von 12. Vorsprung jetzt liegt 9 Zehntel zwischen der Italiener als Spitzenreiher und der Trevelov auf in zweiter Position. Aber jetzt der Kayak, Van Verven, Denner, Lier, Jean Lier, Simon Rechenmacher, Robert Kinderwarter, Daniel Schell und der von Lituanien, Kiprasios, jetzt steht im Moment den Top 10. Von erster bis 10. Position. Das Vorsprung, das der Albanese hat über Kiprasios von Pascal Racing ist über 6,1 Sekunden. So what we now have is a 6.1 second spread between the entirety of the top 10. All 24 drivers still running, rounded out by the number 56 of Norway's Cyrus Annestad Gargari, and the number 56. Valentino Fritsch is the only driver to make up more than 3 or 4 positions, has made up 5. Did get as high as 11th position, but has lost out to Formula K SRP's Christian de Klein. And, oh, that's the defending champion, Marcus Kayak. Oh, that was a lock-up from the rear. I'm wondering if the back axle has seized on the kart. And Marcus Kayak, the defending champion, his first race of 2025, has not quite gone to plan. Yeah, the back end just snapped on itself and the front end hits the barriers. So a real shame for the Estonian. So that now promotes the battle for third place to Dion van Verven on the Sodi karts. And France's Emilien Denner. It's nothing you like. It's really, really unfortunate when we see things like that with an ultra-competitive driver such as Marcus Kayak. Aber leider technische Pech bei der Marcus Kayak in der ersten Kurve, letzte Runde. Und das war eine volle Drehung bis zur Mauer. Außerseits der erste Kurve für der Meister von letztes Jahr. So, letzte Runde läuft. Last lap underway. And Danilo Albanese has an 8.5 second tenth advantage over Germany's David Trevelov. Meantime, Dion van Verven and Emilien Denner are very close within proximity of each other. But what a way to kickstart the 2025 Deutsche Kart-Meisterschaft KZ2 season. And for Kart Republic Motorsport SRL, it's Danilo Albanese that comes across the line and wins the opening qualifying heat of the season. Ahead of David Trevelov, Dion van Verven rounds out the top 3 ahead of France's Emilien Denner. Jean Lier, Simon Renmacher and Robert Kinderwarter complete the top 7, followed by Daniel Stell, Kipras Josa and Christian de Klein complete your top 10. However, Kipras Josa has been given a post-race penalty, dropping the Lithuanian down to 16th. There's your qualifying Heat 1 winner of the weekend for DKM KZ2. Italy's Danilo Albanese finished 6th in the championship last year on 268 points and gets himself off to a great start this weekend. So Daniel Stell, Christian de Klein and Valentino Fritsch ran out your top 10. Kevin Stehauer, Samuel Loyer, Corentin Rousseau, Nico Lemberg, Cedric Malk, Kipras Josa,
demoted down to 16th at the end of proceedings due to a post-race penalty, I would imagine. Ken Oscar Algre, Marek Swerts, Simon Billman, Alexander Scheiblecker, Ivan Kondratenko from the Ukraine, Matti Vandenbroek, and Cyrus Anistad Gargari from Norway, rounding out the 23 finishers. And unfortunately, a spinning Markus Kayak meant the Estonian would hit the barrier with the front bumper, and his race would end just 2 laps from the checkered flag.
Und jetzt den ersten Qualifying Heat für DMKM. Unsere Mini-Piloten. Jetzt die Startaufstellung für Qualifying Heat Nummer 1 hier in belgischen Mariembourg. Der Pole Position dieses Mal geht an der Nummer 221, der Devin Titz. Der hat daneben auf die erste Reihe der Nummer 247, der Ben Schumacher. Zweite Reihe liegt Alex Häuser von die Niederländer und dann Ben Özdemir von Deutschland. Alle zwei deutsche Piloten auf die dritte Reihe, Noel Mansberger und Ben Nessler. Danach kommt der Leon Walczak mit Bruno Gottekas, der Holländer, auf Reihe Nummer 4. Den Top 10 wird auf 9. von Südafrika Maddox Mason und auch von Deutschland Henry Möhring. Jonas Hubacek and Jan Rudi Algre from the Czech Republic and Estonia respectively. Round out row number 6, row 7, Roman Meister from Germany and Elias Zajic ran out row 7. Den 8. Reihe Edin Kesarovic und Leo Klock. Noah Sulitka und Bastian Kleine liegt auf die 9. Reihe und den 10. Reihe von Lituanien Jonas Bundis und von Deutschland Nummer 250 Amelie Heuers. Dann gibt es Ben Bernhard, Oskar Böhmers, Alexander Brauchmann, Matthäus Cavulea und der Nummer 301, der letzte Pilot auf den Startaufstellungen, John Burton. Und für dieses Rennen, für beide Qualifying Heats bei DMKM, 7 Runden insgesamt. So 7 laps of the 1,352 meter circuit here at Karting d'Espagne. And it's Devin Titz versus Ben Schumacher on the front row. Das Adrenalin auf die Rennstrecke und in den Paddock steigt noch wieder hin. Hier bei DKM Saisonauftakt. Right into the tram lines, revs up, lights on, and we are out and underway, going green flag racing. Oh, heftiges Unfall zwischen 3 Piloten am ersten Kurve. Einer hat links abgebiegt und nochmal auf den linken Seite nach Kurve 1 ein Dreher. So, Pech für 2 oder 3 Piloten. Aber das Linie auf Spitze des Felds. Keine Positionwechsel zwischen den Top 5. Und ja, ich denke, das war vielleicht der Nummer. Ich habe schon geguckt auf die Nummer von den Kart Republic. Pilot, der ist leider nicht mal mehr in dieses Rennen. Eine von Kart Republic, das war ein Kart Republic Chassis. Und nach ersten Runde. Dann jetzt Alex Häuser von 3. bis zum 2. Platz. Manschberger von 5. bis zum 3. Platz im Moment. Aber für Ben Schumacher möchte er nochmal vorwärts gehen. Von 2. bis zum 4. Platz. Und der Südafrikaner Maddox Mason ist von 9. bis zum 5. Platz geworden. Nach der ersten Runde. Von 7. So a good start for Maddox Mason. Oh, sideways under braking. Ben Schumacher gets the job done on Noel Mansberger. And I think Maddox Mason got through at the same time. And, well, more to the point, the 247 was completely sideways under braking into turn number 8 at Chemin de Fer. Aber der Spitzenleiter, der Devin Titz, hat das Vorsprung nochmal wieder gesteigert. Knapp über 6,5 Zehntel, eine Sekunde nach 2 Runden von 7. Nochmal Positionwechsel. Maddox Mason jetzt 3.
vorne von dem Ben Schumacher. Und nochmal ein Kampf von 3. bis zum ungefähr 7. Platz im Moment. 6. Platz, Entschuldigung. Ja, 2-2-9 Maddox Mason. Dann der 2-4-7. Ich denke, das auch. Da drin ist auch der 2-2-5 Mansberger. Und vielleicht der 2-4-9 von Tschetschen Jonas Hubacek. So a five-way scrap between the likes of Mason, Schumacher, Mansberger, Hubacek. But the lead close to 1.1 seconds after 3 laps. Number 221, Devin Titz leading the way and has just put in the new fastest lap of the race. Und ein Versuch bei der Pilot von Estland, Jan-Rudi Alke, gegen Edin Kisselhovic von Deutschland, der Nummer 216. Und jetzt kommt der Angriff noch wieder. Und leider ist Alke nicht vorbei. Und jetzt bei Kisselhovic. Oh! Shot a little bit wide there by Kisselhovic. Und jetzt 3 breit nach Escargot. Und nochmal heftiges Angriff gegen der Edin Kisselhovic. Der hat so viele Plätze verloren. Vielleicht in die Nähe von 5 bis 7 Plätze verloren bei der Deutsche. Kisselhovic jetzt liegt an... Oh, meine Güte. Edin Kisselhovic jetzt 13. Position für die Nummer 216. Pech für der Deutsche leider bei dieses ersten Rennen. Nach ein Angriff nach Chemin de Fer in Kurve Nummer 8. Aber der Vorsprung von Devin Titz ist knapp in die Nähe von 1,5 Sekunden. Nach 4 Runden und nochmal jemand, der hat viele Plätze verloren. Der Nummer 229, der Südafrikaner Maddox Mason, war Dritter. Und jetzt ist hinter der 249 Hubacek. So von 3. bis zum 6. Platz für den Südafrikaner. Und nochmal 2 Runden. Bis zum schwarz-weiße karierte Flagge. Und das Zweikampf zwischen Alex Hüser gegen Ben Schumacher. Die Nummer 255 gegen 247. Jetzt durch Kurve Nummer 6 an voller Geschwindigkeit. Und jetzt auch ein kleines bisschen Kontakt zwischen die beiden Piloten. Frontbumper bis zum Hinterachsel. Und jetzt in ein paar Sekunden läuft die letzte Runde. Aber der 221, der Spitzenreiter, im Moment Devin Titz hat keine Sorge im Moment. Aber jetzt Angriff und Positionwechsel. Gegeneinander bis zum Kurve Nummer 2. Und nochmal, jetzt nicht nur 2 Piloten, vielleicht 3 oder 4 oder 5 an meistens. Hier kommt der Nummer 225, Noel Mansberger für Nice Racing. Er steht am 4. im Moment. Jetzt bis zum Kurve Nummer 8, Chemin de Fer. Und jetzt die Attacke kommt von Mansberger. Und jetzt noch wieder der Südafrikaner ist wieder dabei. Der Maddox Mason. Jetzt der Hubacek hat Plätze verloren. Und nochmal Unfall und Angriff. Und das Gespräch von der Nummer 209, Jan-Rudi Alke. Was war das denn? Und Sieger von Deutschland, der Nummer 221, mit einem guten Vorsprung. Knapp 3,7 Sekunden nach 700. Sieger der 221, Devin Titz von Deutschland.
Hat keine Sorge, muss sein eigenes Rennen fahren und er hat das verdient. Gratulation an der Nummer 221 nach 7 Runden hier am Mariembourg. Der Sieger hier im den ersten Qualifying Heat. Vorsprung nach 7 Runden. 3,667 Sekunden. Vorne von der Ben Schumacher. Dann der Holländer Alex Heuser. Noel Mansberger. Vierter Maddox Mason von Südafrika. Fünfter. Vorne von Bruno Corticas in der Nummer 274. Henry Möhring steigt von 10. bis zum 7. Platz. Gute Ergebnis für den Roman Meister auf der Nummer 222. 13. bis 8. Ben Nessler von 6. bis zum 9. Platz. Und dann Top 10. Der letzte Pilot da drin war von Tschetschen Jonas Hubacek, der Nummer 249. Noah Sulitka, Edin Keserovic, Jonas Bundis, Leo Klock, Ben Bernhard, Emily Heuvers, Elias Zajic, Jan Rüdi Algrer, Bastian Kleiner, Matthias Cavouler, Oskar Böhmers, Alexander Braukmann und John Burton sind die letzten von den 23 Teilnehmern von das gesamte Feld von 25 Piloten. Leider Unfall, Kurve Nummer 1, erste Runde, Ben Özdemir und Leon Walczak hat keine Chance da drin, wieder mit dem Feld zu fahren. Aber Devin Titz hat den ersten Qualifying Heat bei DMKM hier in Mariembourg gewonnen. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, push, on attack. Die DTM live erleben. Jetzt Ticket sichern unter dtm.com.
Nochmal wieder Action hier in belgischen Mariembourg. Jetzt geht es wieder los mit neues Qualifying Heat, Gruppe B gegen C für X30 Senioren. Auf der Pole Position steht der Spanier Aaron García López, neben ihm der Holländer Sam van der Heyden mit dem neue Team von Haupt Racing auf die erste Reihe. Zweite Reihe Roxane Lantinga gegen Oliver Stedtler. Marius Bonconsey war gegen Lucas Horsicke auf der dritten Reihe. Bonconsey war letztes Jahr den Meister in DKM bei X30 Junioren. Quinten van Leeuwen und Leonard Hocker auf die vierte Reihe und den Top 10 ist mit Rocco Curcio und der Brüder von Roxane Lantinga, Kevin, der startet auf 10. Platz. Sechste Reihe Leon Lamprecht gegen Adrian Rohrens mit Jori Schöns und Maximilian Engelstädter. Danach auf die 7. Reihe. 8. Reihe Eva Dodderstein, eine der 4 Finalisten bei FIA Girls on Track, ein paar Jahre früher. Und an seiner Seite Niklas Hirsch von Deutschland, der Nummer 877. 9. Reihe Ben Fritz und Max Hesel. Und dann die letzten 2 Piloten, den Top 20, Noah Beckmann und Lutz Osenbrink. Sino Falke, Karl Tukru, Luca Kuhlen, Henry Melchior, Lennart Frey, Yannick Mike-Gabrich, Keanu Frenz, Moritz Wolber, Tobias Hintersteuser und Michael Gorecki von Polen sind eure 30 Teilnehmer für dieses Feld. So 30 drivers set to take into battle for X30 Senior Qualifying Heat B versus C. 11 laps around this clockwise 1,352 meter circuit. So, 11 Runden. García López hat bei IAME Series Benelux ein paar Wochen früher den Sieg in eine der Finale gewonnen. Und jetzt, here we go. Revs rise, lights are on, lights are out, we're underway. Guten Start bei der Spanier und viele Zweikämpfe durch das ganze Feld bis zum Kurve 1 und dann kleiner Vorsprung für der Spanier bei CV Performance Group. Aber Roxane Lantinga geht immer vorne und im Moment haben sie die Möglichkeit, das Vorsprung von der Spanier zu kürzen. Aber Angriff nach Kurve Nummer 5. 2 Fahrer miteinander. So, einer, der ist in die andere Richtung und einer, der ist auf den vorne Achse. Und jetzt auf Kurve Nummer 10. 826. Engelstädter. Der Pech für den Energy Corsa Pilot. Und 848. Hat auch leider ein bisschen Pech. Ben Fritz. Und schnellster Runde seit die Piloten in 2. Platz im Moment Roxane Lantinga. 56,804. Roxane Lantinga closing in on the Spaniard just in front for the race lead. So 1 lap completed out of 11. We're on lap 2 as they go through into turn 8, chemin de fer. Lantinga, she is really putting the pressure on García López. Jetzt kommen die Spitzenreiter bis zum 3. Sektor. Jetzt nach Kurve Nummer 15 bis zum Ende dieses zweite Runde von 11 bei X30 Qualifying Heat B gegen C. Jetzt kommt das Angriff von Lantinga und sie ist vorbei. Und auch der Bonconsey geht weiter. Und nochmal Angriff der Spanier. Hat 2 Plätze verloren. Noch einmal. Das war Quinten van Leeuwen. Hartes Defense bei der Spanier vorne von den Kevin Lantinga. Jetzt auf 5.
Und auch der Stettler ist jetzt auf der 6. Position geworden nach dem Angriff. Und jetzt vorbei am Kurve Nummer 10. Das war richtig knapp bei der Kevin Lantinga. Und jetzt ist er vorbei an Aaron García Lopez. So, Positionwechsel. 4. Platz vor der Holländer mit RMW Motorsport. Die neuen Farbe für die beiden von die Lantinga-Familie. So, jetzt das Vorsprung, das Roxanne Lantinga hat als Spitzenreiterin. Jetzt knapp in die Nähe von 2 Zehntel, 1 Sekunde nach den ersten 3 Runden von 11. Ein riesig großes Camp am Spitze des Felds im Moment. Und jetzt schnellste Runde Sam van der Heyden. Der hat dann den außerseits des ersten Haier neben der Aaron García Lopez gestartet. Jetzt hat er 6 Positionen verloren. Jetzt hat er den schnellste Runde dieses Rennen gemacht. 55 Sekunden 080. So Sam van der Heyden has dropped 6 places from the outside of the front row at the start and now runs 8th. Aber jetzt vielleicht kommt ein Wechsel am Spitze des Felds, aber jetzt nicht. Aber nochmal 2 Kämpfer. Ein bisschen nach den Top 15. Aber jetzt Angriff und jetzt vorbei. Geht der Aaron García Lopez an Kevin Lantinga. Aber danach kommt nochmal ein Positionwechsel zwischen die beiden. Und jetzt hat Aaron García Lopez sein Teamkollege von CV Performance Group dahinter. Das ist Stettler in der Nummer 885. Oh Mann, das hat drin Gänsehaut pur bei Kartsport hier in Mariembourg. Und nochmal, Spitzenreiterin ist Roxanne Lantinga. Neue schnelle Runde. Dieses Rennen war knapp mit der Kevin Lantinga, aber die Eva Dorrestein in 13. Platz, Nummer 901. Jetzt hat der schnellste Runde und hat der Kevin Lantinga den 4. Position verloren, den 5. Position verloren. Aber jetzt nochmal, wie auf Englisch, das ist den Sweet Spot für Kevin Lantinga und Angriff von Sam van der Heyden gegen Oliver Stettler und der Luka Hosika von Tschechien geht vorbei an die beiden nach Escargot. Heftig, aber was kann man sagen hier in Kartsport? Gänsehaut pur und volle Action. Und nochmal ein Versuch, ein Positionwechsel. Das war, wer war das denn? 812. Rocco Curcio an Leonard Hocker. Für 9. Platz. So, Curcio ist vorbei. Und jetzt van der Heyden. Oh, über den Gras geht die Nummer 885. Pech für Oliver Stettler. Und van der Heyden ist vorbei. I think, well, as we would say in English, a robust opportunity there for Sam van der Heyden. And Oliver Stettler went grass tracking. Und wir haben schon bis zum Schwarz-Weiß karierte Flagge, am Zielflagge haben wir noch 4 Runden und Vorsprung von Roxanne Lantinga bis zu Marius Bonconseil bleibt immer 2 Zehntel, 1 Sekunde. Aber schnellst im ersten Sektor García Lopez und im zweiten Sektor bei der Spanier. Und er bleibt im Moment im 4. Platz. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass der 883 von CV Performance Group die Möglichkeit, vielleicht der Quintin Van Leeuwen bei der Henze Racing Team überholen kann. Und dann vielleicht die beiden von
ADAC Motorsport. Nicht der ADAC Motorsport für Bon Conseil. ADAC Motorsport bei Lantinga am vorne. So, Roxanne Lantinga running with RMW Motorsport GmbH. And Bon Conseil with ADAC Motorsport on the Lando Norris chassis rounds out the top two. Quintin van Leeuwen, the young driver from the Netherlands, moved up to Senior X30 this year for the Henze Racing team, based out of Begeland in the Netherlands, just off of Rotterdam. And then Aaron Garcia Lopez, the Spaniard with CV Performance Group. We also have a vested interest in championships such as ADAC GT for Germany, running as an Mercedes AMG customer racing team. Aber bleibt die Roxanne Lantinga am vorne. 2 Runden bis zum Ende. Und von ADAC Motorsport, die Nummer 822, der Marius Bon Conseil, nimmt immer den Druck in Richtung Roxanne Lantinga. Aber durch Kurve 4 ist der Spanier Aaron Garcia Lopez vorbei an den Holländer Quintin van Leeuwen. Leider hat der Juri Schöns am Runde Nummer 3 von 11 leider Pech und geht er nicht weiter in dieses Rennen. Schade für den Holländer von Larea GT1 Racing. So Juri Schöns from the Netherlands retiring on lap number 3. Aber jetzt, letzte Runde läuft. Roxanne Lantinga Spitzenreiterin in diesem Moment. Wann würde das Angriff von Bon Conseil kommen? Im Moment nichts, nicht jetzt, aber wir warten schon. Vielleicht ein Fotofinish. Aber jetzt nach Kurve Nummer 4, Bon Conseil ist vorbei, aber jetzt nochmal den Wiederangriff von Lantinga und sie ist noch wieder vorbei an Spitze durch Kurve Nummer 5. Hammermanöver bei die Lantinga und nochmal ein paar Kurven damit zu fahren. Und jetzt Kurve Nummer 10. Bon Conseil ist vorbei. Jetzt ist er Spitzenreiter. Nach Escargot nur ein paar Kurven bis zum schwarz-weiß Karriere-Zielflagge hier. But it could be a photo finish. Bon Conseil, Lantinga had held on for so long. Aber Marius Bon Conseil von ADAC Motorsport bei Fotofinish hat es gewonnen. Knapp unter 1/10 eine Sekunde zwischen Marius Bon Conseil, der Nummer 822, der hat das erste Qualifying Heat B gegen C gewonnen, hier in Mariembourg bei 0,097 Sekunden vorne von die Roxanne Lantinga von RMW Motorsport GmbH. Für CV Performance Group Aaron Garcia Lopez, der Spanier, ist Dritter geworden über den Start und Ziel am Ende des Rennens. Quintin van Leeuwen, Vierter. Lucas Horsica, Fünfter. Sam van der Heyden, Rocco Curcio, Kevin Lantinga, Lennart Hocker und Eva Dorrestein. Das ist euer Top 10. Gutes Ergebnis für Dorrestein. Sie hat um 15. Platz gestartet und jetzt 10. am Ende des Rennens. Oliver Stettler, 11. vorne von Max Hesel, Adrian Lorenz, Leon Lambrecht, Lutz Olsenbrink, Niklas Hirsch, Karl Tukhu, der Pilot von Estland, von 22. bis zum 17. Position, vorne von Noah Beckmann, Michael Gorecki und Luca Kuhn, das ist euer Top 20. Yannick Mike-Gabrich, Leonard Frey, Moritz Wolber, Sino Falke, Henry Melchior, Tobias Hinterstoißer, Keanu Frenz, Maximilian Engelstädter und Ben Fritz sind die letzten paar Piloten von 29. 20 Teilnehmer in dieses Rennen. Aber leider Pech für der Holländer Juri Schöns und seine Rennen hat geändert am Runde 3 von 11, aber Sieger der Nummer 822 von ADAC Motorsport, Marius Bon Conseil von Deutschland.
the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
So this time we go to DJKM, aka OK Junior. Jetzt den ersten Qualifying Heat für DJKM. Here is your starting grid. Eric Poulsen took the pole position award for the first round of the season. In the 106 we'll have the Czech Republic's Martina Rumlenova in the 120 alongside. Row 2 will be Denmark's Mark-Alexander Reistrup in the 110 with Matteo Mason from South Africa in the 128, rounding out row number 2. Gustav Christensen from Sweden will be joined by Milan Rossi on row 3. Dann gibt es Österreich und Deutschland auf die 4. Reihe. Lukas Übleis und Nick Ried. Benjamin Poulsen auf 9. Platz. Und letzter Pilot in den Top 10 ist der Nummer 141 von Deutschland, Damien Seller. Dann kommt der Leopold Juch, Nummer 109, Maxim Becker, der 155. Dann 13. startet Emilio Ullas, die Nummer 181. Und in 14. Position startet der Lennox Litzinger, der Nummer 196. So, Poulsen from Lunanova, Reistrup, Mason, Christensen, Rossi, Übleis, Ried, then Benjamin Poulsen, Damien Zeller, Leopold Juch, Maxim Becker, Emilia Ullas, and Lennox Litzinger rounds out your 14-strong grid. And, oh, right, a bumper end has gone off of somebody's kart, so that might prompt a possible... One of the drivers, good work by the marshals here to get rid of that straight away off of marshal post number 6 at turn 8 at Chemin de Fer. So the drivers go past the red line, effectively the point of no return, where the cones were. So Poulsen and Rumlenova on the front row, 9 laps here in DJKM OK Junior. Und jetzt sind wir an dem Start. Revs rise, lights are out straight away. We're underway. Good start by the pole sitter. Rumlenova's going to lose 1 to Reistrup as they go through turn 1. Short run down to turn 2, side by side, and a little bit. Oh, now that might have been Leopold Juch, that might have been turned. So vielleicht kleines Unfall mit der 109, der Leopold Juch, der startet 11. Startaufstellung. So Leopold Juch having an early spin. One driver might find that their front spoiler is not probably in the correct position as per the regulations, and that's first in. It was a bit difficult to make out the number, but it might have been Emilia Ullas, possibly the 181, who hasn't broken the timing beam for sector 1, which is at the outskirts of turn number 2. But the Swede Eric Poulsen is leading. Change for 4th. Milan Rossi gegen Matteo Mason durch Kurve 1. Und jetzt gelbe Flagge bei Post Nummer 2. Grüne Flagge, Post Nummer 3 bei den Marshals. So, alle Piloten müssen darauf vorsichtig sein. But at the front of the field, Eric Poulsen on the Paralin for Poulsen Motorsport, the Swedish team. Leading the way ahead of Mark-Alexander Reistrup for CRG Holland. And then Martina Rumlenova from the Czech Republic, running on the Kart Republic for MVM Racing Team. Completes your top 3. Und Poulsen nach 2 Runden hat einen Vorteil von ungefähr 4 Zehntel. Jetzt Positionwechselversuch bei der Benjamin Poulsen. Und gegen noch ein anderer Schwede, Gustav Christensen in der 119. Und sie sind nebeneinander durch Kurve Nummer 5 und geht der Christensen vorbei. Jetzt Positionwechsel zum 5.
Und jetzt nochmal Angriff gegen den Damien Zeller gegen Nick Ried. 1:1 gegen 1:77 für 11. Platz. Und ist der Zeller vorbei. So changes for 11th. Damien Zeller getting past Nick Ried in the 177 to the 144, making an overtake. There are quite a few one-on-one battles happening at this moment, as we have 6 laps to go, including this one. Dahinter der Benjamin Paulsen, der Nummer 107. Maxim Becker hat an 12. Position gestartet. Jetzt ist er 8. und geht immer vorwärts. War ungefähr 2 Zehntel eine Sekunde schneller als der 107. Aber damit der Maxim Becker kommt der Pilot von Österreich. Lukas Übleis, der Nummer 195. So, Übleis and Becker trying to do what they can. Jetzt Angriff und Positionwechsel. Übleis ist vorbei an Becker. So 5 laps to go out of the 9, and gesticulation there by Benjamin Paulsen as up the inside dives Gustav Christensen and the CRG Holland entry. And now they're going to change again. It's like musical chairs between these two. But they've got to watch themselves through turn 10, side by side, between the two Swedes. Paulsen loses out, compromises Übleis, as Becker loses another spot to Damien Zeller. Nochmal Position wechseln in dieses Rennen. Vorteil von Erik Paulsen gegen der Däner Mark Alexander Heistrup ist ungefähr 7 Zehntel eine Sekunde. Nach 5 Runden, 4 bis zum Ende von 9. Leider ist alles vorbei in dieses Rennen für die 181, die Emilia Orlas nach dem Unfall mit Leopold Juch von Kurve 1 bis zum Kurve 2 und dann die Deutscherin, leider ist es alles vorbei für sie. But still means we have 13 drivers running on the circuit in this 5th race out of 14 today. Noch 3 Runden bis zum Ende. Jetzt sind wir auf Runde Nummer 7. Und das Angriff kommt von den 177. Nick Ried gegen Lennox Litzinger. Und der 177 jetzt vorbei. Das ist den Kampf für 11. Position auf der Strecke. Air temperature now has dropped a couple of degrees from 16 to 14 degrees Celsius. Aber kontrolliert der Erik Paulsen das Rennen im Moment mit 2 Runden bis zum Ende. Vorsprung zwischen der Schwede und der Däner. Mark Alexander Heistrup ist jetzt knapp in die Nähe von 9 Zehntel, eine Sekunde zwischen die beiden. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass es gibt ein Potenzial, einen Positionswechsel zwischen die beiden Schweden für 6. Position. Der 119 Gustav Christensen gegen der Benjamin Paulsen, der 107. Aber nächstes Mal die letzte Runde läuft dieses Rennen. So this time around, last lap will be underway. 1 to go as we start lap 9 out of 9.
Erik Poulsen's lead over Mark-Alexander Reistrup now stems to just under 1.1 seconds. And the Dane, the Swede, has just put in the fastest lap of the race of 54.637. As you can see, aero developments have happened in the off-season on a lot of the major chassis manufacturers. You can see that big sort of gaping inlet on the Nassau panel of Erik Poulsen's Parolin. Aber nur ein paar Kurven für der Schwede. Erik Poulsen, der Nummer 106 auf der Parolin. Nochmal Kurve Nummer 15 und jetzt Gas geben zum Start und Ziel. Und jetzt hat der Schwede gewonnen, den ersten Qualifying Heat bei DJKM hier in Mariembourg. So Erik Poulsen wins the race ahead of Denmark's Mark-Alexander Reistrup with, get this, 5 different nationalities in the first 5 places. So Erik Poulsen wins by nearly 1¼ seconds after 9 laps, also setting the fastest lap of the race. Ahead of Mark-Alexander Reistrup, Martina Rumlenova, Milan Rossi from Germany, and Matteo Mason from South Africa, completing your top 5. Gustav Christensen won the other battle of the won the battle of the Swedes at 6th and 7th, finishing ahead of Benjamin Poulsen, who started 9th. Luca Ubleis from Austria finished ahead of Damien Zeller, with Maxim Becker completing your top 10. Nick Ried, Lennox Litzinger and Leopold Juch all made it to the checkered flag, but unfortunately, due to an early incident on lap 1, Emilia Olas would retire on lap 1 out of 9. Sieger bei DJKM Qualifying Heat Nummer 1, der Schwede von Poulsen Motorsport, der Nummer 106, Erik Poulsen. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
Gleich geht's los mit dem zweites Qualifying Heat. Gruppe A gegen C bei DSKC KZ2. So DSKC KZ2 qualifying heat A versus C. Let's take you through the 33 strong grid. Jaden Teen was the fastest overall driver out of the combined two groups. He'll start on pole position, the man from Belgian Racing running the Sodi kart. He'll be joined by Matej Price from the Czech Republic on the front row. Sita van Meer, very quick in qualifying, was the young female driver from Belgium. She starts on the inside of row 2 with Julian Barber from Germany alongside for that row. Row 3, Emmanuel May from Germany and Lauritz Saxer round out row 3. Maurice Klein and Rasmus Buxbaum Andersen, who was quickest on the road in Group 1 qualifying, they round out row number 4. Completing the top 10, Svenja Dreher and Ruben Wilk. Jaden Gushiken and Nico Bognar round out row 6, ahead of Ilian Ivov Yankov with Kevin Wagner alongside on row 7. Row 8, Max Osenbrink and Sascha Dreher, Tim Verelst and Khalil Soda round out the top 9 rows. Completing the top 20, Maurice Schenk and Yannick Remmert. Rounding out the 33 strong will be Noah Gounod, Rick Mewis, Adrian Bischoff, Paul Moritz, Dr. Jelte Bohmer, Eric Wess, Noah Kaltenbach, Noah Höss, Luis Simon, and then 3 Masters drivers, Christian Breiter, Lars Ossenbeck and Natalie Kreitz. With Jeffrey Fixer, who had a difficult qualifying session, only completed 2 laps before technical dramas hit the 450 and puts him at the back end of the grid. So, 33 Teilnehmer insgesamt für DSKC KZ2 bei dem zweiten Qualifying Heat. 11 Runde hier am Mariembourg. Und das erste Qualifying Heat, Gruppe B gegen C. Vor der nächsten Kurve gibt es 2 verschiedene Unfälle. Und danach haben wir gutes Zweikämpfe auf die Strecke. So a couple of early incidents in the opening few seconds of the first qualifying heat. Groups B versus C, or be groups A versus B later on at 17:40. Letztes Qualifying Heat, Gruppe A gegen B läuft von 17:40 Uhr heute in Belgien. Das letztes Qualifying Heat von 3 dieses Wochenende, weil wir haben über 36 Teilnehmer insgesamt bei das ganze Feld hier bei DSKC KZ2 dieses Wochenende hier in Mariembourg. So the reason being is that we have over 36 drivers in the class. Aber da ist der Jaden Teen, der Holländer, der Nummer 459. Er startet auf den Pole Position und auch seine linke Seite. Das ist der Pilot von Tschetschen, der Matej Preuß, der Nummer 418. So once again, it will be a standing start for this 11-lap race. Und nochmal wieder ein Start wie die Formel 1. Und 33 Piloten hier auf diesem Feld bei der Startaufstellung. Rote Flagge am vorne des Startaufstellung. Wir warten auf die grüne Flagge von hinten. Da ist es. Und jetzt gleich geht's weiter los hier in DSKC. Start ist freigegeben. Guter Start bei dem Polesitzer, aber der Preuß geht außerseits von der Jaden Teen.
nach ersten Kurve und jetzt ist an der Spitze. Der Jaden Team war ein bisschen langsam er hat von den Pole Position ein bisschen langsamer als Preuß gestartet. Und jetzt, nach den Top 15, gibt es ein heftige Nummer miteinander, nebeneinander nach Kurve Nummer 5. Und jetzt, 3 breit und das ist der Nummer 460 auf dem Maranello. Der geht langsam, vielleicht ein bisschen Pech bei der Rick Mewis, der Holländer. Und gibt es auch Pech bei jemand anders. Aber nach der ersten Runde, Preuß ist den Spitzenreiter vorne von Jaden Team und auch von MAC 1 Motorsport. Emmanuel May, der Nummer 417. Und jetzt kommt Angriff von Team an Preuß und ein Clash zwischen die beiden, May und Preuß, gegeneinander. Bevor Kurve Nummer 5. Aber Gott sei Dank war alles okay danach für die beiden. Kein richtiger Pech für der Deutsche und der Pilot von Tschetschen. Aber das war wirklich, wirklich eng. Das vielleicht ein Ergebnis wird ein Unfall sein, aber nicht auf diesem Fall. Und jetzt nach Runde Nummer 2 von 11, Spitzenreiter, jetzt ist der Jaden 10, Angriff von Loritz Sachse gegen Julian Böb und er ist vorbei. Und jetzt kommt die Piloten von Belgien, Siete van Miert, versucht innerseits, Kurve Nummer 4, aber nicht vorbei. Nicht vorbei bei die Nummer 440. So Siete van Miert trying to dive up the inside of Julian Bob going through into turn 4. And the Belgian driver, she wasn't able to make it. But it's still an opportunity. So I did notice there was another driver that did have dramas. Jeld Tiboma is out and has parked it. I think Rick Mewes is also out after lap number 2, trying to get the 460 Maranello going again, but that is not going to work. So 2 drivers out of 33 are gone and retired. Dann liegt noch mal 31 Teilnehmer in dieses Feld, dieses Rennen. Nach 3 Runden gibt es einen Vorsprung vorne von Emmanuel May. Positionwechsel nach Kurve Nummer 4. 440, Siete van Miert gegen Julian Böb, aber jetzt nochmal, ein Dreher, Kurve Nummer 4. Ich kann das nicht sehen, welche Nummer das ist. Vielleicht den 483 oder 33 vielleicht. Und Überholmanöver bei dem 455. Kevin Wagner gegen Tim Verelst, denke ich. Und über den Gras, den Nummer 425. Oh, meine Güte, für Sascha Dreher. Und jetzt 2 Zweikämpfer nebeneinander über Start und Ziel. Das ist knapp für ungefähr 14 oder 15 Positionen in diesem Feld. Aber nochmal, viel mehr Kämpfer in diesem Feld. Was für Angriff, Emotion und sportlicher Leistung. Schnellste Runde im Moment liegt bei der Däne, der Nummer 426, Lloyd Sachse. So the Dane in 5th position, the fastest driver out of everybody. Right, somebody has just had a drama. Might have been. I did see a 4 and a 4 on each side of the number. Not too sure who that could have been, but we'll find out very, very shortly. So, Vorsprung für Jaden Team als Spitzenreiter. Jetzt knapp über 7 Zehntel eine Sekunde. Und wer war das? Adrian Bischof. Pech für der Deutsche. Leider der 484. So Adrian Bischof is the next
retiree. So is Noah Gunnar as well in the 409. So we now have 29 drivers out of the 33 still running. Jaden Thien has a lead of about 7 and a bit tenths of a second ahead of Emmanuel Mai. A little bit further back, a three-way scrabble with Tim Verelst in the middle of it, Julian Bob. And that is Sven Jadrea trying to get through in the 453 for Mach 1 Motorsports. Nice livery on that kart, I must say. Nochmal Angriff hier. Lloyd Sachse gegen Moritz Klein. Und der Däne ist vorbei. Jetzt hat er der 6. Position gestartet. Jetzt ist er 4. Und the chase begins. Der Däne wirklich stark in diesem wichtigen Moment. Und er war knapp über ein Zehntel schneller aus dem Moritz Klein auf den CRG, der Nummer 488. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Däne vielleicht über Start und Ziel am Ende des Rennens vielleicht in die Top 3 zu sein. Aber wir haben schon nochmal 4 Runden bis zum Ende. So kann alles passieren. The unpredictability of karting means that anything can happen, and maybe Loritz Sachse will have the opportunity to get into the top 3. But it depends on how hard the Dane wants to push. Sometimes at this point, going through the qualifying heats and going through the super heats, and you want to give yourself the best position possible for the finals tomorrow afternoon. So, raus aus dem Rennen. Leider Pech für Adrian Bischoff. 448, Noah Gunnar 409, Rick Mewes 460 und der Jelte Bummer 454. Leider für alle 4 Piloten ist das Rennen leider vorbei. Aber jetzt der Vorsprung steigert immer weiter bei der Jaden Thien. Ein knapp halbes Zehntel oder sowas gegen ihn. Und der Emmanuel Mai, der bleibt am 2. in der Nummer 417. Aber jetzt Positionwechsel, das war für 3. Position. Und jetzt wieder den Counterattacke bei Moritz Matej Preuß. Und jetzt, Lloyd Sachse hat gesagt, okay, dann werde ich noch mal vorbei sein. Und da ist er, der Däne, jetzt bleibt in 3. Position. Aber jetzt bei Escargot hat es Druck von hinten am Schultern der Matej Preuß. Von Moritz Klein, Sietse van Miert. Und war es ein Versuch bei der Rasmus Buxbaum Andersen an Sietse van Miert vorbei zu sein. Nach Kurve Nummer 15 und nochmal ein Versuch nach Kurve Nummer 1. Und wir haben nochmal 2 Runden und jetzt geht der Däne vorbei, vielleicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Nach Kurve Nummer 2 ist jetzt der Andersen vorbei an die Van Miert. So next time around we get the last lap out of 11 for DSKC KZ2. Jaden Thien, well, made his debut late last year in the KZ2 classes, mainly at Chrono Karting, did double duty running in seniors that same weekend, put it on pole, but did have a bit of a difficult first weekend in the office, but now he's really got into grips with and really has put a marker down. Letzte Runde läuft. Vorsprung von Thien gegen Mai ist jetzt knapp über 1,1 Sekunde zwischen die beiden. Und 3. der Däne Lloyd Sachse, der Nummer 426, hat ein kleines Vorsprung über der Pilot von Tschetschen, Matej Preuß, der Nummer 418, bleibt der Moritz Klein 5. vorne von Rasmus Buxbaum Andersen, Sietse van Miert, Ruben Weig und Kevin Wagner und der Julian Bub, der hat an 4. Position gestartet. Jetzt ist er 10. But we have to concentrate on the person that picks up the pole position award. He's going to power around to the final couple of corners, and it's going to be victory. Jaden Thien takes the win here in Heat 2 and wins by just over 1.1 seconds over
Germany's Emmanuel May with Lloyd Sachse running at the top 3. Sieger dieses Mal der Nummer 459, der Holländer Jaden Teen. Vorsprung nach 11 Runden, knapp über 1,1 Sekunden. Danach der Lloyd Sachse, der Nummer 426. Dritter vorne von Matej Preuß und Moritz Klein, der Rasmus Buxbaum Andersen. Sechste Position vorne von Sietse van Meert, Ruven Wilk, Kevin Wagner und der Julian Bub. Das war eure Top 10. Svenja Dreher, 11. vorne von Jeffrey Fixer. Der hat um 33. Position gestartet. Um Start und Ziel der 450. Der Holländer kommt über Start und Ziel 12. Was für ein gutes Ergebnis. Er ist richtig schnell auf einem Shifter-Kart. Tim Verelst, Jaden Guschiken und Max Osenbrink, das ist eure Top 15. So, completing the top 20, Khalil Soda from Lithuania, Morris Schenk, Yannick Remert, Sascha Dreher, and Bulgaria's Ilyan Ivov-Yankov. Noah Kaltenbach, Eric Vess, Noah Hirsch. Natalie Kreis again takes a win in the Masters classification in 24th, ahead of Nico Bognar from Hungary, with Paul Moritz, Dr. Luis Simon, Lars Ossenbeck, and Christian Breiter rounding out the 29 finishes. Unfortunately, lap 5, it was game over for Adrian Bischoff. Lap 4 for Noah Gounod. Lap 2 for Rick Mears and Hjalte Boma out on the very first lap. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. All over him, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
So, grüne Flagge am Vorstand und jetzt den ersten Qualifying Heat dieses Wochenende bei X30 Junioren. Hier ist die Startaufstellung für dieses Rennen. Das dauert über 9 Runden hier am Karting Defang in Mariembourg in Südbelgien. Polsitter ist der Nummer 677, der Ben Götz von ADAC Motorsport. Und an seine linke Seite ist der Nummer 610, Lias Erbers-Dobler. Noah Nölken und Emilio Berndt auf der zweiten Reihe. Und dann danach Tom Bickop und der Jonathan Meyer auf der dritten Reihe. Vierte Reihe jetzt startet die Jolina Denzel und Len Göckmann. Bink van Scheindel und Isri, die beiden Holländer. Das sind die letzten 2 Piloten in den Top 10. Konstantin Zitze und Carlos Diez startet auf die 6. Reihe. 7. Reihe. Lien Kircher und Charlotte Tille. Samir Valea und von Österreich Emanuel Drexler startet auf die 8. Reihe. 9. Reihe Max Grassini aus Luxemburg und von Deutschland Lionel Hünecker. Valentin Knödel, Diego Battaglia und der Holländer Aaron Wieder. Das ist euer ganz 21 Teilnehmer für das Feld. Dieses Wochenende bei Saisonauftakt DKM 2025. So, 21 drivers set to go into battle for X30 Junior competition. Ben Götz, who was here in action a few weeks ago, a couple of weeks ago actually, for the EAMA Series Benelux season opener. Some of the drivers for DKM and X30 Junior and Senior actually using that as a more than a testing weekend. It was actually a weekend to gauge the track in real-time conditions, and the conditions were a little bit hotter, but we are back to 15 degrees centigrade air temperature. So jetzt Lufttemperatur steigt wieder bis zum 15 Grad. Wind die Richtung Nordwest, 19 Kilometer, 19 km/h, so 19 kilometers an hour northwesterly wind here at Mariembourg. So into the tram lines we go. Revs rise, and we are green. We're underway. Nee, das denke ich nicht. Ich denke, dass wir haben einen Vollstart oder wir warten nochmal ein Formationsrunde. So, Vollstart. Start ist nicht freigegeben. So, first full start of the meeting. So the red lights stayed on, and that would have meant that the amber lights would have been flashing on the start lights on the gantry. So they will have now been extinguished. So, jetzt nochmal ein Versuch, dieses erstes Qualifying hier zu starten bei X30 Junioren. 9 Runden insgesamt. Aber vielen lieben Dank für die Möglichkeit, einen Streckenpremiere diese Saison bei DKM 2025 hier in belgischen Mariembourg bei Karting Defang. So a big thank you to Thierry Lupin and the whole team here at Karting Defang International Raceway for allowing us here at the Deutsche Kart-Meisterschaft to have another track debut here. And the championship established for over 60 years. And has seen so many bright German talents and also international talents move up the ladder in motorsports. Aber jetzt beim Start nochmal ein zweites Versuch. Und vielleicht gibt es einen guten Start für alle Piloten, alle 21 Teilnehmer. Die sind hier dieses Wochenende bei DKM Saisonauftakt 2025. Nochmal ein Wiederversuch bei dem Start. So, let's get ready. Second time of asking. Red lights are on. Revs rise, lights are out, we're underway. Guten Start bei dem Polsetter. Erbers-Dobler versucht, aber Nölken innerseits, Kurve Nummer 1. Jetzt Zweiter. So Noah Nölken up the inside of Lias Erbers-Dobler, who tried to get through. I think might have lost 3 positions in the meantime. 3 breit bis zum Kurve Nummer 4. Und das war wirklich knapp zwischen 3 oder 4 Piloten. Durch Kurve Nummer 4. Und links biegen muss. Und jetzt nach Kurve Nummer 8. Angriff und 2 breit zwischen 2 Piloten. Das war wirklich, wirklich
knapp. Ich denke, das war einer der Piloten von Nice Racing. Vielleicht die Nummer 622, der Carlos Nies. Aber nach einer Runde Spitzenreiter jetzt der Ben Götz, der Nummer 677. Vorsprung über Nölken. Der Pilot von Deutsche Motorsport bei Fenster.com. Die Mannschaft von Luxemburg. Zweiter, jetzt der dritte ist Tom Wickop, der 693. Und hinter er ist der Emilio Berndt, der 655 von EB Sport Promotion, der deutsche Pilot. Dann hier ist Erbers Dobler und danach Sam von Bing van Scheindel, der Holländer. 2 Runden von 9. Spitzenreiter bleibt bei der Ben Götz, aber jetzt kommt der Angriff von Nölken. Er ist vorbei, jetzt an der Spitze. Kurve Nummer 1, 103, der 617, jetzt der Spitzenreiter. Dritter Wickop, 2 breit nach Kurve Nummer 4. Und ein kleines Angriff bei vielleicht den Bing van Scheindel. Nummer 702 von Holland. Ja, er ist vorbei. Emilio Berndt, der 655. Im Moment denke ich, dass er ist vielleicht ein bisschen, er hat ein paar Plätze verloren. So, lap 3 about to be completed, and it will be Nölken. Oh, and it's a tag team attack by 2 drivers from 2 different stables going against Nölken in the 617. The driver for Deutsche Motorsport by Fenster.com. Now into turn 4. Götz tries to go for the lead again. Nölken carries the momentum through just behind Emilio Berndt for EB Sport Promotion. And then Bing van Scheindel for the Vulcan Racing team in the 702 from the Netherlands. As the 2 Halp Racing teammates go side by side for the briefest of moments. And that was Niels Ebersdorfler getting through on Jolina Denzel, so the 2 Halp Racing team drivers. And then Yves Rie for the Henze Racing team. Aber jetzt kommt der Angriff und gibt es einen Positionwechsel vor die Spitze. Ich denke, das hat schon passiert bei der Ben Götz. Jetzt, ja, das stimmt. Er ist schon vorbei. Und jetzt kommt nochmal ein Angriff am Nölken, der jetzt bleibt Dritter. Und außerseits versucht der Bing van Scheindel ein Überholmanöver zu machen, aber das hat nicht leider geklappt. Aber Götz und Berndt sind an der Spitze. Ein kleiner Vorsprung für die Nummer 677. Jetzt werden wir noch 3 Runden bis zum Ende dieses Rennens. Und der Ben Götz. Wird der Berndt vorbei? Ja, das stimmt. Neuer Spitzenreiter. Und sein Name ist Emilio Berndt, der Nummer 655 von Deutschland. Und dann kommt wieder vorne hinter die beiden an Spitze der Nölken, der 617. Jetzt ist der Tom Wickop in diesem Moment der Pilot von VM Energy Crosser Germany. Vierter dann Bing van Scheindel, dann Niels Ebersdorfler und Jolina Denzel. Yves Rie bleibt 8. Carlos Nies. Jetzt ist er 9. Er hat ein bisschen Pech durch den ersten paar Runden dieses Rennen, aber das Comeback kommt für der 622.
auf dem Red Speed Chassis. Und jetzt Angriff. Ebersdoble gegen Van Scheindl. Der 610 von Haupt Racing Team jetzt vorbei. Und jetzt ein Versuch. Oh, sideways. Und jetzt Angriff und Unfall gegen dritte und vierte Position. Nölken war bei Wickhoff ein bisschen gedreht. Auf linke Seite von den Sidepod. Wie auf Englisch, rubbing is racing. Aber das war richtig hartes Kontakt zwischen die beiden auf die linke Seite von Nölken von Wickhoff. Nach Kurve Nummer 4. Aber jetzt das Zweikampf am Spitze zwischen Bernd gegen Götz. Und jetzt nochmal 2 Runden bis zum Ende. Und der Bernd Götz wartet auf seine Möglichkeit, das Wechsel zu machen, noch wieder an der Spitze zu sein. Und leider Pech für den Noah Nölken, der jetzt steht auf der 18. Position nach dem Unfall. Und der Wickhoff jetzt ist am 14. Position in der Nummer 693. Aber das Peloton verlängert sich im Moment mit 6 Piloten insgesamt. Bernd Spitzenheit im Moment. Und jetzt in ein paar Kurven läuft die letzte Runde. Vorsprung von Bernd gegen Götz. 0,143 Sekunden zwischen die beiden. Schnellste Runde des Rennens. Jetzt bei der 610 in dritter Position der Elias Ebersdoble. Sein Sponsor ADAC brennt in Berlin-Brandenburg e.V. auf der Cosmic Chassis. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Ebersdoble vielleicht ein bisschen Druck auf die beiden vorne ihn zu setzen in die letzten paar Kurven dieses Rennen. Aber nach Escargot jetzt Kurve Nummer 15 und 16 und jetzt am Vollgas bis zum Start und Ziel. Wird es ein Fotofinish sein? Das könnte vielleicht passieren. Jetzt und Sieger ist Emilio Bernd vorne von Ben Götz und Lies Ebersdoble. Das war eure Top 3. 0,054 Sekunden zwischen der Sieger Emilio Bernd, der 655, vorne von Ben Götz von ADAC Motorsport, der 677 und dann von Haupt Racing Team Lies Ebersdoble, der 610. Das sind die Top 3 dieses Rennen. Auf der Strecke natürlich. Pink van Scheindl, der Holländer, der 702, Vierter von 9. auf dem Startaufstellung. Gute Ergebnisse für Van Scheindl. Jolien Denzel, nochmal ein Kart von Haupt Racing in den Top 5. Von 7. bis zum 5. Position. Yves Rie hat 10. gestartet. Und dann am Ende war 6. vorne von Carlos Nies, Konstantin Titze, Len Göckmann und Semil Belaya. Das ist euer Top 10. Tom Wickhoff, Aaron Wieder, Jonathan Meyer, Charlotte Tiller, Lian Kerscher und Emanuel Dexel. Das ist den Top 16 dieses Rennen. Und Pech für den Noah Nölken. Der hat den schwarz-weiß karierte Zielflagger gesehen. In 17. Position vorne von Max Cassini, Diego Battaglia, Lionel Hünecker und Valentin Knödel. Alle 21 Teilnehmer hat alle 9 Runden fertig gemacht. Hier bei den ersten Qualifying Heat X30 Junior. Der Sieger Emilio Bernd von EB Sport Promotion.
champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Ticket sichern unter dtm.com.
Und gleich geht's los mit dem zweiten und letzten Qualifying Heat bei DMKM, unser Mini-Piloten. So DMKM qualifying heat number 2. I'll get a nice little bit of a respite ready for the super heat tomorrow. Aber jetzt kommt die Startaufstellung. Der Sieger von Qualifying Heat Nummer 1, Devin Titz, startet noch wieder auf der Pole Position, der Nummer 221. Und an seiner linken Seite der Pilot aus Deutschland für CRG Holland, der Nummer 247. Ben Schumacher wird auf die erste Reihe. Zweite Reihe Alex Häuser und Ben Özdemir. Dagegen der Deutsche. Noel Mansperger und Ben Nessler startet auf die dritte Reihe. Vierte Reihe Leon Walczak und Bruno Corticas. Und von Südafrika Maddox Mason startet auf den 9. Platz. Und auf der linken Seite der Deutsche Henry Möhring, Nummer 214. Das ist euer Top 10. Jonas Hublacek and Jan Ruby Alka rounds out row 6. Roman Meister and Elias Sajic rounds out row 7 ahead of Edin Kisarovic and Leo Klock, with Noah Zulitka and Bastian Kleiner rounding out the top 9 rows, completing the top 20. Jonas Pundis and from Germany the 250 of Ami Heuvers. Die letzten 5 Piloten sind Ben Bernhard, Oscar Böhmers, Alexander Brauchmann, Matthias Cavulea und John Burton mit dem Startnummer 301. Und nochmal 7 Runden für alle 25 Teilnehmer bei DMKM dieses Wochenende. Und danach gibt es die Möglichkeit für diese jungen Piloten, sich ein bisschen Pause zu haben, bevor den Superheat morgen und dann die Finale morgen Nachmittag. So the red lights will be ignited on the starting gantry ahead of 7 laps, not 7 minutes plus an additional lap, Mr. Goldschmidt. Right. Okay, jetzt geht's los bei DMKM. Qualifying Heat Nummer 2. Start ist nicht freigegeben. Full start cold. I think, or was, ja, ich denke, das war nochmal eine Formationsrunde. Ja, das stimmt. Start ist nicht freigegeben. Full start cold. So, die gelbe Lichter auf dem, die rote Lichter war alles okay, aber wenn es ein Vollstart läuft, gibt es den gelben Lichter daneben. So, alle Teilnehmer bei den Marshals hat gesagt, okay, bitte fahren Sie langsamer, wir machen einen neuen Start. So, drivers being informed by the marshals just to slow down, they've got to do a start once again. So second full start of the meeting. This is race number 8 out of 28 this weekend. Race 8 out of 14 today. And after this, there will be a little bit more of a break before we go into the final 6 races to round out the first day of the season opener of DKM 2025. So jetzt nach diesem Rennen gibt es eine kleine Pause und dann 6 Heats bis zum Ende dieses Tages, den Erster Tag beim Saisonauftakt DKM 2025 hier in belgischen Mariembourg. So, second time of asking, red lights are ignited on the starting gantry. The drivers will make their way out of turn number 17 into turn 18. Red lights on the gantry, lights are out, we're underway. Und jetzt kommt der Angriff bei Alex Häuser, innerseits von Ben Schumacher. Dann ist der Holländer vorbei. Aber der 221 bleibt an der Spitze. Als Spitzenreiter. Angriff. Oh! 4, 5 Karts bei einem Unfall. Kurve Nummer 3. So, Ben Bernhard, Amli Heues, Alexander Brauchmann, Oscar Böhmers. Und ja, das war die 4. Die waren auf die rechte Seite von Kurve Nummer 3. Bevor den Eintritt für Kurve 4. So, gelbe Flagge läuft am Marshall Post Nummer 2.
Und vielleicht Nummer 3 auch. Positionwechsel vielleicht. 2 für 1 in dieser wichtigen Moment bei einem Fahrer, ein Pilot. Aber nach der ersten Runde Vorsprung von Devin Tits gegen Alex Häuser von Holland ist knapp ein Viertel eine Sekunde. 14 zwischen die Top 3. Dahin liegt am dritten Platz der 247 der Ben Schumacher. Landsberger jetzt 5. hinter Ben Özdemir. Und hat der Jan Walczak und Maddox Mason schon Platz gewonnen. Und auch der Keserovic, der Nummer 216, der hat 5 einerseits von Reihe Nummer 8 gestartet. Jetzt ist der 11. hinter der Pilot von Estland, Jan-Rudi Alke, der 209. Aber jetzt in Top 4 sind knapp in die Nähe voneinander. Schnellste Runde bei der Nummer 277, Ben Özdemir. 1 Minute 5:82. So Ben Özdemir, the number 277, now takes the fastest lap in the race. 1 minute 0.582. Starting to close on Devin Tits, Alex Häuser and Ben Schumacher. So one incident on the opening lap eliminated Oscar Burmers, Alexander Braukmann, Amelie Hoyers and Ben Bernhard. Maddox Mason in the meantime. Oh, the South Africans hit trouble and is not going to go any further than the end of lap 2. As next time around we will have 4 laps remaining. And the lead is starting to be stretched. So, das Vorsprung für Devin Tits steigt noch weiterhin. Nach 3 Runden knapp in die Nähe von 3,5 Zehntel, 1 Sekunde. Und kommt das Druck von hinten am Alex Häuser bei der Ben Schumacher. Der liegt in der 3. Position vorne von Ben Özdemir. Ist knapp an seiner Hinterachsel. Nach Kurve 5 und jetzt volle Beschleunigung und Geschwindigkeit nach Kurve Nummer 8 bei Chemin de Fer. Ein kleines Peloton zwischen die 3 Piloten. 2. bis zum 4. Position. So ein Dreikampf. Und blickt der Devin Tits über seine rechte Schulter ein bisschen und hat gesehen, wie breit ist der Vorsprung. Jetzt Angriff bei Schumacher. Jetzt vorbei an Häuser für 2. Platz. Und jetzt sagt er an der Häuser, okay, jetzt müssen wir vorwärts gehen. Wir müssen mit der Devin jetzt kämpfen. Und es gibt nur in diesem wichtigen Moment nur 3 Runden bis zum Ende. Und das läuft immer schneller, jede verschiedene Kurve hier bei Mariembourg. But the first thing is that which one of these 3 drivers is going to blink and pull the trigger first? That is crucial. Will it be Schumacher, who's now up into 2nd? Well, Özdemir is thinking of a move up the inside, gets through on Häuser. Nochmal Positionwechsel. Özdemir jetzt 3. Aber kommt der Wiederangriff von Häuser durch Kurve 1. Jetzt vorbei. Nochmal ein Versuch bei der Özdemir, wieder den 3. Platz wieder zu haben. Aber jetzt crisscross attempts by the 277 of Ben Özdemir on Alex Häuser. Not working, I'm afraid. And Häuser nearly went a little bit wide on the runoff area coming out of turn number 5. Aber in ungefähr 30 Sekunden läuft die letzte Runde. Jetzt nochmal ein Dreikampf.
Und ich denke, das ist vielleicht hinter einem der Leute von Nice Racing. Am Ende dieses Dreikampfes der Leon Walczak. So, letzte Runde läuft. Und der Vorsprung von erster bis zur zweiten Position knapp in die Nähe von 1,3 Sekunden. Während jetzt der 2-2-1 bleibt als Spitzenreiter. Vorne von Schumacher, Häuser. Jetzt, das ist der 225, ja, der Noel Manschberger. Vorne von Nessler, Algre und Walczak. Und vielleicht der Algre versucht, vorbei an der Ben Nessler zu gehen, aber das klappt nicht. Nochmal ein paar Kurven bis zum Ende dieses Rennens. Und für den Superheat morgen, er hat schon den Pole Position Award gewonnen heute. Und hat er auch den beiden Qualifying Heats gewonnen. Jetzt über Start und Ziel. Pole Position bei dem Superheat von morgen wird in die Hände von Devin Titz sein. Er hat schon bei knapp 1,7 Sekunden dieses Rennen gewonnen. Vorne von der Ben Schumacher. Und auch der Alex Häuser, der Holländer. Das war die gleiche Ergebnisse wie den ersten Qualifying Heat. Titz hat es gewonnen, vorne von Schumacher, vorne von Häuser. Und dieses Mal ist der Özdemir Vierter. Und bei letztes Rennen, Ben Özdemir, war es alles vorbei in der ersten Runde. So, Devin Titz in the 2-2-1 for CRG Holland takes a double victory, puts himself on provisional pole position for tomorrow's Superheat as a result of that through the intermediate classification. Danach kommt der Ben Schumacher, Zweiter, Alex Häuser, Dritter, Ben Özdemir und Noel Manschberger. Das ist euer Top 5. Ben Nessler, Jan Rudi Algre, Leon Walczak, Henry Möhring und der Holländer Bruno Kortekas. Das ist euer Top 10. Rounding out the 20 finishers out of 25 starters would be Edin Keserovic, Roman Meister, Jonas Huberschek, Noe Sulitka, Jonas Bundis, Elias Zajic, then Leo Klock, Bastian Kleiner, Matthias Cavulera and John Burton. Leider gibt es Pech bei Maddox Mason, Ben Bernhardt, Amelie Heuers, Alexander Brauchmann und Oscar Böhmers. Aber der Pilot, der wird auf Pole Position bei dem Superheat morgen, wird der Devin Titz, der hat beide Qualifying Heats bei Saisonauftakt Deutsche Kart-Meisterschaft 2025 gewonnen, hier in belgischen Mariembourg. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. All over him, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
Und jetzt nochmal wieder Action auf der Strecke hier in Mariembourg in Südbelgien bei X30 Senior. Hier ist die Startaufstellung. Qualifying Heat A gegen C. Das Remer startet auf dem Pole Position. Auf seiner linken Seite steht der Sven van der Heyden. Zweite Reihe Semil Bayati und Oliver Stettler. Daniel Brozovic und Lukas Horsiker auf der dritten Reihe. Vierte Reihe Rick Nadin und Lennart Höcker. Und die letzten zwei Piloten in eurer Top 10 sind Niklas Simic und Kevin Lantinga. Felix Maurer und Adrian Lawrence startet auf die sechste Reihe. Nico Handke und Maximilian Engelstädter auf die siebte Reihe. Achte Reihe startet Moritz Weber und Niklas Hirsch. Reihe Nummer 9, Tom Müller gegen Max Hesel. Und die letzten zwei Piloten in eurer Top 20 sind Marcel Matjewicz aus Polen und Lutz Osenbrink aus Deutschland. The last of the 30 drivers will be Pietro Gorecki, Karl Tukru, Morgan Knudsen, Henry Melchior, Jakob Trost, Yannick McGabrich, Lukas Hus, Moritz Wolber, Hannes Enninger, and Michael Gorecki rounding out the grid. Once again, 11 laps of the 1,352 meter circuit here at Mariembourg. So there will be one more heat at 6:30 p.m. local time. And that will be groups A versus B. Erste Reihe, beide Piloten von Haupt Racing Team into the tram lines, revs rise, lights are out, we're underway. Good start by the pole sitter, but Sven van der Heyden außerseits von Lars Ramer. Jetzt an der Spitze, Hammermanöver bei der Holländer, der Nummer 847. Und es ist wirklich eng durch viele Piloten, 3 breit, knapp in die Nähe von 4 breit. Von Kurve Nummer 4 und dann 2 geht geradeaus von Kurve Nummer 5. Pech für 2 verschiedene Piloten. But yeah, 2 drivers going straight on at turn 5 and one kicking up a lot of dust. It's going to get underneath the race helmet and not exactly be what they want. And will also dirty the tyres. So 1-2 for Haupt Racing Team after the opening lap, but Sven van der Heyden round the outside of Lars Ramer. The gap just under a 1/10.5 between them. Aber was für ein Start nochmal wieder bei der Kevin Lantinga. Der startet auf den Außenseits, den 5. Reihe. Jetzt ist der 6. Und auch ein Positionwechsel zwischen einer von CV Performance Group und auch vielleicht, denke ich, eine von Haupt Racing. Vielleicht. Ja, das war wirklich nicht so einfach, die Nummer herauszufinden bei dem Positionwechsel, aber nach 2 Runden von 11 bei dieses zweites Qualifying Heat. Jetzt kommt der Lars Ramer innerseits von Sven van der Heyden nach Runde Nummer 2 durch Kurve 1. Und ist der Deutsche jetzt vorbei. Aber hier kommt der Nummer 876 auf den Energy Corse Chassis der Semil Bayati. Und kommt das Druck immer näher bei der Holländer auf der Nummer 847. Das Plan für Haupt Racing Team als Hauptgrund über den Einstieg in Kartsport eine Karriere
eine Möglichkeit, eine Karriere als Profi-Rennfahrer zu haben bis zum DTM. So, Haupt Racing decided to enter karting to provide a ladder for drivers to move up the order through the ranks of professional motorsport, thereby ending up in one of their top-tier programs, which includes DTM and GT World Challenge Europe, powered by AWS. And has also got drivers such as Arjun Maini from India in their crew for this year. Of course, the DTM starts its season opener at Motorsport Arena Oschersleben next week, where the defending champion, Mirko Bortolotti, who's now moved with teammate Nicky Thiem to Sportsline under the governance of Team Boss and 2011 DTM champion Martin Tomczyk. So the Lamborghini Squad of the Corsa brand has moved to Kempten. But great to see Haupt Racing do this kind of initiative. Jetzt den Vorsprung für Lars Remer über Sam van der Heyden bleibt knapp in die Nähe von 4 Zehntel, eine Sekunde nach den ersten 4 Runden von 11. Bajeci bleibt Dritter im Moment. Städtler, Brozovic, Lantinga, Horsika, Hocker, Simic und der Pilot von Luxemburg, Rick Nadin, der 887. Das ist euer Top 10. Dieses zweite Qualifying Heat bei X30 Senioren. Lufttemperatur hat nochmal gesteigert bis zum 16 Grad. So 16 degrees temperature. Well, the air temperature has gone back up to 16 degrees Celsius, as it was a little bit earlier on. So a little bit more humidity, so to speak. Aber jetzt den Top 5. Das Vorsprung zwischen Lars Remer und Daniel Brozovic bleibt knapp über eine Sekunde. Aber jetzt Angriff und Positionwechsel. Geht der Brozovic vorbei an Stadler in der 885. Wechsel für 4. Platz. Aber jetzt 2 Piloten nebeneinander durch Kurve Nummer 6 unterwegs bis zum Chemin de Fer. Kurve Nummer 8. Vielleicht war der Tom Müller, denke ich, der Nummer 836. Der hat einerseits von den 9. Reihe gestartet. Jetzt hat er durch dieses Rennen so weit 6 Positionen gewonnen. Vielleicht ist es jetzt Positionwechsel Nummer 7 für der Deutsche. Und jetzt nochmal Angriff, nochmal jetzt jemand vorbei von einem anderen Pilot. Vielleicht war es nochmal ein Positionwechsel. Tom Müller gegen ja, das war der Niklas Hirsch, der war vorbei an Müller. Und gibt es den Pilot aus Luxemburg, der 887, Rick Nadin von Deutsche Motorsport bei Fenster.com. Bleibt der 12. im Moment. Dann kommt der Lutz Rosenbrink. 7 Plätze gewonnen, aber jetzt gibt es einen Positionwechsel. Brozovic vorbei an Bajati für 3. Und knapp hinter die beiden ist der Städtler. Und versucht der Städtler innerseits. Dann sagte der Bajati, nein, 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 das werde nicht klappen. Tut mir leid, mein Freund. Sorry, my friend, that will never happen. And especially when the fact was Bajati was closing the gap after Brozovic had made the move a couple of corners earlier. Aber leider Pech bei der 820. Der Felix Maurer, der hat auf innerseits den 6. Reihe gestartet und sein Rennen ist vorbei am 1. Runde von 11. Aber der Vorsprung für Lars Remer gegen seine Teamkollege, der Holländer Sam van der Heyden, steigt nochmal über 3/4, eine Sekunde zwischen die beiden Piloten von Haupt Racing Team an Spitze des Felds.
Aber nochmal versucht, das Zweikampf zwischen Niklas Hirsch und der Tom Müller. Die letzte Position in den Top 10. Tom Müller fährt mit Larea GT1 Racing. Und danach diese Runde wird nochmal 2 bis zum Ende dieses Rennens hier bei X30 Senioren. Qualifying Heat Nummer 2, Gruppe A gegen C. Und jetzt Angriff und wird der Städtler vorbei an Bayazzi. Ja, das stimmt. Das stimmt doch. Und signaliert an Bayazzi, der Städtler, okay, muss man vorwärts gehen. Und danach wird es nur eine Runde. Ich werde jetzt laufen hier an diesen 1352 Meter langen Strecke hier in Mariembourg. Aber Ramer jetzt schnellste Runde. 45,629 für den 846 von Hauptracing Team. Jetzt in ein paar Kurven, ein paar Sekunden läuft die letzte Runde. Über Startenstil kommt der Ramer, jetzt der Van der Heyden, Brozovic. Und jetzt der Städtler ist jetzt vorbei an Bayazzi. Der hat hinter ihm der Kevin Lantinger, der Holländer, auf dem Cock Promotion Chassis von 10. bis zum 6. im Moment. Und auch der Pilot. Und jetzt geht Angriff von Lantinger. Das war wirklich eng zwischen die beiden, aber das hat geklappt. Den Überholmanöver innerseits beim Kevin Lantinger an Semil Bayazzi. Das hat richtig bei der Holländer geklappt. Mit vieler guter Präzision. Und jetzt Hosike geht weiter vorbei am Bayazzi. Und jetzt nochmal zweimal Piloten. Kommt an den Angriff, aber der Sieger Lars Remer und 1-2 bei Hauptracing Team. Lars Remer siegt vorne seine Teamkollege Sam van der Heyden, Daniel Brozovic und Oliver Städtler ihre Top 4 und der Holländer, der Kevin Lantinger für ADAC Motorsport GmbH. Sein Rennen hat auf der 5. Platz geendet. Aber da ist der Lars Remer, der hat dieses Rennen gewonnen für Simon Hauptracing Team. Und ein Doppelsieg am Spitze des Felds, vorne seine Teamkollege Sam van der Heyden. So Lars Remer and Sam van der Heyden take a 1-2 for Hauptracing Team Sim on. And the winning margin, 1.161 seconds. Daniel Brozovic takes P3 ahead of Oliver Städtler, with Kevin Lantinger rounding out your top 5. Lukas Horsika, Semil Bayazzi, Niklas Simic, Leonard Hocker, and Niklas Hirsch round out your top 10. Tom Müller, 1 position away and less than a tenth of a second away from the top 10. Rick Nadin finished in 12th, did the Luxembourger ahead of Adrian Lorenz. Lutz Osenbrink made up 6 places, started 20th, finished 14th. Morgan Knudsen, the 905, started down in 23rd, finished 15th, ahead of Moritz Weber, Max Hessel, Marcel Matjevich, Karl Tukru, Lukas Roos rounds out your top 20, and 29 drivers made it to the flag. Felix Maurer, unfortunately, retiring on lap 1, possibly due to an incident. Jakob Trost, Peter Gorecki, Nico Handke, Michael Gorecki, Michael Gorecki, Moritz Wolber, Yannick McGabrich, Maximilian Engelstetter, Henry Melchior, and Hannes Eniger. Rounding out your 29 finishers. One more race to go for X30 Senior, but up next we go back to OK Junior with DJKM.
champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. All over him, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Ticket sichern unter dtm.com.
Und jetzt die letzte Qualifying Heat heutzutage bei Erster Tag beim Saisonauftakt. DKM 2025. Hier ist die Startaufstellung für DJKM OK Junior Qualifying Heat Nummer 2. Auf der Pole Position startet der Schwede. Der Nummer 106, Erik Poulsen, auf seine linke Seite von Tschechen Martina Rumlinova. Nummer 120. Auf der zweiten Reihe startet der Däne Mark-Alexander Heistrup und der Südafrikaner Matteo Mason. Gustav Christensen und Milan Rossi auf der dritten Reihe. Lukas Ubleis und Nick Ried auf der vierten Reihe. Und den letzten zwei Piloten in den Top 10 sind Benjamin Poulsen aus Schweden und von Deutschland Damien Seller. Leopold Joux, Maxim Becker, Emilia Olas und Lennox Litzinger sind die letzten Teilnehmer von 14 dieses Feld. So, 14 drivers due to go into battle over 9 laps. And we've already had one qualifying heat completed so far this weekend for DJKM. And it was Erik Poulsen that took the victory in the opening heat ahead of Mark-Alexander Heistrup with Martina Rumlinova. Rounding out your top three, Maxim Becker got hit with a 5-second post-race penalty, pushed to pass. And unfortunately for Emilia Olas, who had contact with Leopold Joux in the early stages, had a front bumper penalty, adding an additional 5 seconds to the race time. But Olas was already out of the race there by the penalty, not really having a big effect. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit, dass der Erik Poulsen auf der Pole Position bei dem Superheat morgen früh, vielleicht wird er stehen und vielleicht kann er das gewinnen. Aber es gibt viele, viele Konkurrenten hinter der Schwede. Right. Red lights on the gantry into the tram lines. Revs rise. Lights are out. We're underway. Good start by Poulsen. Rumlinova gets passed by Reistrup. Reistrup on the run down into turn number 1. So Poulsen leads the way. Emilio Olas makes up 2 positions. Oh, and a bit of a touch, and someone nearly spins out. That particular occasion, it was the 195 of Luca Ubleis from Austria that nearly got turned around. Und jetzt Positionwechsel zwischen den 107 und denke ich, das war den 177. So, noch wieder Positionwechsel zwischen Benjamin Poulsen und Nick Ried. Der 107 aus Schweden. Jetzt bleibt 8. Aber nach der ersten Runde. Läuft der Erik Poulsen aus Spitzenreiter, Vorsprung knapp in die Nähe von 6 Zehntel über Reistrup. Jetzt kommt Angriff von hinten an den Däner bei Rumlinova. Dann Mason und Christensen sind die letzten 2 Piloten in den Top 5. Und auch ist der Milan Rossi von Deutschland wieder dabei. Auch 6. der Nummer 144. Der Pilot von DAP Lalari Racing Team. Und der Benjamin Poulsen jetzt auf 7. Emilio Olas jetzt 9. von 13 auf den Startaufstellung. Leider ist der. Und jetzt gibt es vielleicht nochmal Pech für die beiden, für Ulas und Becker. Sind nicht über Start und Ziel nach 2 Runden gekommen. So, das war es für 2 von 14 Teilnehmer in dieses zweites Qualifying Heat bei DJKM.
So unfortunately, Emilio Olas and Maxime Becker look to have ended up out of the race after 2 laps according to the live timing. So 12 runners out of 14 continue to circulate, but Erik Poulsen looking very, very good indeed is the youngster from Poulsen Motorsport, the Swede running on the Parallel chassis. Aber jetzt, vielleicht kommt ein Angriff von Humlenova an der Heistrup. Aber jetzt ein Vierkampf zwischen Mason, Christensen, oh, 3 breit. Und was für ein Manöver bei der Milan Rossi, der Nummer 144. Er war ganz in die Mitte, der Lanari Racing Team Pilot, und hat es geschafft. Das habe ich niemals von Kurve Nummer 4 in einer Rennen gesehen. Hier in Mariembourg, das war wirklich der Hammer bei der Rossi. So Milan Rossi threading the eye of the needle. And I've never seen it where it's gone 3 wide and the person in the middle is actually the one that profits. But now the expansion of the lead continues. Erik Poulsen 1.2 seconds ahead of Marc-Alexander Reistrup, who still has the Czech Republic's Martina Rumlinova from MVM Racing right on his rear bumper. They go through the left-hander, the 90 left where you carry so much speed through turn 5. And now Milan Rossi closing in on Matteo Mason from South Africa in the battle for 4th position. Lennox Litzinger now up to 11th, past Leopold Jour. Fastest lap of the race so far, Erik Poulsen, 55.216, as we are very shortly going to go to 4 laps remaining. Noch mal 4 Runden bis zum Ende. Und das Zweikampf zwischen Reistrup und Rumlinova bleibt immer so. Aber jetzt kommt der Angriff von Rumlinova durch Kurve 9. Aber sie ist nicht vorbei an Reistrup. Der bleibt auf der Racing Line und greift immer auf der 2. Position vor die Piloten von Tschechien. Ein guter Zweikampf zwischen die beiden. Voller Respekt. Aber jetzt über Start und Ziel. Reistrup blickt über der linken Schulter hinter sie und kann sehen, wie eng es ist zwischen er und die Rumlinova. Jetzt durch Kurve 4. Die beiden hat das gleiche Bewegung gemacht. Okay, dann gucke ich über den linken Schulter und sehe, was passiert hinter mir. So basically, they're both looking over the left shoulder saying, okay, what's going on behind me? What's happening? But Benjamin Poulsen looking to try and see if he can close on him. But there's a bit of a gap between, well, I think, has he got past Gustav Christensen? I would imagine that may not be the case, because behind him is Damien Zeller in the 141. And there's a CRG behind. Actually, that is Christensen. So there will be a change for 6th position. Gustav Christensen is now 8th. But Erik Poulsen, not the fastest lap of the race, 54.934, 2.3 seconds ahead of Marc-Alexander Reistrup. As well, Gustav Christensen, not happy, gesticulating, and has lost a few more places in the meantime. Pech für Christensen auf der Strecke. Und den Handsignals sagt alles. The body language tells the story. Und in ein paar Sekunden läuft die letzte Runde hier bei Qualifying Heat Nummer 2 bei DJKM. Und nochmal von erster Kurve bis zum Start und Ziel und Ende des Rennens. In diesem Moment ist
der Erik Poulsen, der Spitzenreiter. Aber das gibt eine Möglichkeit für die Piloten in dritter Position, die Martina Rummenova. Sie vielleicht ein Überholmanöver an der Reistrup machen, oder wird es gleichzeitig mit dieser Position das Ergebnis zu sein? It could be the fact that Rumlanova's really got to get on with it and try and maybe see if she can get past Reistrup. They're going to go into turns 11 and 12 into Escargot and then break the timing beam for sector number 2. Pretty much being matched on pace, but at the front end of the field, winner in the opening heat, and is going to take the double here in qualifying heat 2. Sweden's Erik Poulsen does the double here in Mariembourg. It's going to be runs the line for second. Reistrup takes it over Rumlanova. Milan Rossi with one of the best moves I've seen in a very, very long time. 3 wide coming out of turn number 4. Stuck it in the middle, got the job done, takes P4. South Africa's Matteo Mason takes P5 ahead of Damien Sella, who made up 4 positions from 10th on the grid and finishes ahead of Nick Reed. Lucas Ubleis, Gustav Christensen, well, wasn't very happy as the gesticulation and the body language behind the wheel showed. Finished 9th ahead of Benjamin Paulsen, with Lennox Litzinger and Leopold Juch rounding out the 12 finishers. Unfortunately, on lap 2, well, it was game over for Emilia Urlas and Maxime Becker, both not making it past lap 2, aber Sieger dieses Mal noch wieder nach Qualifying Heat Nummer 1 und jetzt Nummer 2, der Schwede Erik Poulsen, der Nummer 106, hat beide Qualifying Heats gewonnen und deswegen wird er auf den Pole Position für den Superheat morgen. Das war's für DJKM für heute bei Saisonauftakt 2025. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
We now return our attention to DKM KZ2 as the second and final qualifying heat. Here is your starting grid. Danilo Albanese, who took the win earlier on by just under 9/10 of a second, starts once again on pole position. Italian for Kart Republic Motorsport SRL. He'll be joined on the front row by the man who unfortunately retired with 2 laps remaining, Marcus Kayak, the defending champion. David Trevelov and Dion van Verven will line up on row number 2. Row 3, Emilian Denner and Kipras Yosa. Yosa was given a 5-second time penalty post-race for a jump start and would end up finishing down in 15th. Robert Kinderwater and Simon Reichenmacher would end up 7th and 6th respectively. They round out row 4. Rounding out the top 10, Switzerland's Jean Louis, who finished 5th, and Daniel Stell, who last time out, finished in P8. Manax Wirtz and Kevin Stehauer round out your top 6 rows out of Samuel Louis and Christian de Klein. Nico Lemberg and Corentin Rousseau round out row 8, row 9, Valentino Fritsch and Ken Oscar Algre from Germany and Estonia, with Switzerland's Cedric Malk and Austria's Alexander Scheiblecker rounding out your top 20. Completing the 24-strong grid with the Ukraine's Ivan Kodratenko, with Simon Billman, Matti Vandenbroek and Cyrus Anistad Gargari rounding out your 24-strong grid. Once again, 12 laps of the 1,352-metre circuit here at Mariembourg. So it's about getting those tyres up to temperature and also making sure that everything is working fine. You can see Danilo Albanese weaving from side to side. It's not also just trying to see if you can get an additional bit of warmth to the tyre, which helps in some respects to help the tyre pressures to rise. Of course, cold air compresses tyres, warm air expands tyres, and thereby might get it within the operational window that the Italian needs to get away and win the race after 12 laps. All running on Vega tyres, all running with TM, well, apart from Albanese, who's running with the Yami engine to his right-hand side. We see marks such as Kart Republic, IPK, Sodi Kart, Birolart, also Rigetti Ridolfi, amongst others, OTK in this grid, but a great breadth and depth of talent from international competitions around the globe. But once again, we will have this under standing start, and then we'll go racing once the lights go out for 12 laps of the circuit. Partially cloudy at the moment here at Mariembourg, but it's still quite a lot of blue sky up above. 55% humidity, 50% cloud cover, 16 degrees Celsius. Great to see the grandstand just opposite the start-finish straight looking to fill up a little bit more as well. There were some people watching from the upper tier gantry just over the cafeteria, and then a few people going round towards the main building A at the bottom end of the paddock. There you can see a few people watching, maybe with their smartphones at hand and keeping an eye on the live timing. So the red flag at the front end of the starting grid will greet the drivers. So Albanese slots into his position on the right-hand side of the starting grid. Kayak alongside in the Formula K SRP entry, the number 1, ran the number 8 last year. Now the final few rows start getting into position ahead of 12 laps. Once we get the green flag at the back, we will be set and ready. Green flag waves at the back. So the drivers now get into position. The 4 red lights, they ignite. 12 laps of racing get underway right now. Good start. Oh, Dion van Verven right up right through the middle. Got through on Kayak.
As the drivers make their way into turn number 2 for the first time. Albanese has got a lead. Bit of a clash. Formula K versus the Saudi kart. Dion van Verven got a lightning start off the line. And now everyone goes through into the fast left-hander, the 90-degree left-hander here at turn 5. And everyone so far making it safely through. Got a couple of drivers trying to go around the outside at Chemin de Fer. That's bold and brave if you think about it. And a couple of drivers trying to dive up the inside through into turn 10 on the run down to Escargot. But look at the lead. Was für eine Vorsprung bei der Italiener Danilo Albanese. Wir sind gleich unterwegs mit dem ersten Runde von 12. Bei dem zweiten und letztes Qualifying Heat bei DKM KZ2. Vorsprung für Albanese über 3/4 eine Sekunde. Nach einer Runde von 12. Hammerleistung bei der Italiener, aber jetzt Angriff von Van Verven an Trevilov und vorsichtig für den Meister von letztes Jahr, Markus Kayak. Kayak got wide coming out of turn 4. Denner's up the inside of him. And Kayak has just lost a multitude of places. I think also he's dropping down the order quite significantly. One wrong move or one compromised. You know, he was explaining to me earlier on that it's about getting things right, and you've got to get things right, especially through, like, say, turn 5. There's a hidden little bump there. And if you don't position the kart right, you can get it all wrong. So, 2 laps completed. Albanese leads. Van Verven gets his elbows out on Trevilov and gets through for second. Denner is now picking up the pace, gets through on his teammate. They nearly have a clash of sidewalls through 2, out through 4. And Denner and Van Verven are starting to pick up the pace. Markus Kayak jetzt 9. Und hat außerseits den ersten Haier gestartet, neben Danilo Albanese. Aber jetzt der Italiener ist Spitzenreiter in ein paar Sekunden. In dritte Runde von 12 in dieses Rennen bei DKM KZ2. So, Albanese, is he going to pick up? I mean, he was mightily quick in that second lap. He's done it again, and the lead now is 1 second. Dion van Verven for CPP Sport, one of the factory teams running for Saudi Kart. The mark governed, well, the mark under the stewardship of Bertrand Pignolet. So Trevilov drops down as we've got a move. 21 makes a move up the order. Alexander Scheiblecker, I think, through on Maddox Wirtz, who started 11th, dropped 10 places, make that 11. So Markus Kayak having to fight back a little bit here, the Estonian. Now currently behind Robert Kinderwarter in the number 20 from Germany. So the fastest lap of the race now, Emilien Denner from France, 53.781 for the number 7. Reaching speeds of about 140 kilometers an hour. Down the gears, maybe down a couple of gears into 4th. Little dab on the brakes. Rotate the car through the sweeper at turn 1. And this is a very, very fast section. So average speed, I would think, is probably about 80 to 90 kph. Through this first 3 to 5 corners. They keep the momentum going very, very hard indeed, and then they accelerate out of turn number 5 through turns 6 and 7 into turn 8 at Chemin de Fer. But nice little dive up the inside. That was the number 3, Christian de Klein from the Netherlands. So it looks like he's just got passed on Francis Quentin Rousseau, the number 53 from France, who's made up 3 places. Make that 2 now because Christian de Klein has just got past him. Aber jetzt bis zum Ende nur 7 Runden hier in belgischen Mariembourg. Nochmal Angriff und Positionwechsel zwischen das nochmal wieder mit dem Zweikampf zwischen Christian de Klein. Und dann kommt rein der Valentino Fritsch von Deutschland. Und auch der Cedric Malt, der Schweizer auf dem OTK, der Nummer 36, ist er auch wieder dabei. Und auch hat er hat nochmal beim einen Platz
seine Position gesteigert in dieses Rennen. So, coming to half distance very, very shortly, Danilo Albanese, one of the talisman drivers at Kart Republic, doing a great job at the front end of the field. His lead, 1.228 seconds. So, half-time completed, and Albanese's lead is now being truncated. Dion van Verven has just gone over 0.2 of a second quicker on that previous tour. And now, it could be the case that Albanese's opportunity, and he won by nearly 0.9 of a second in the first heat ahead of David Trevelov, who currently runs P4. Simon Rennmacher. Oh, and there we see another move. Again, the same place. Christian de Klein has found his sweet spot at turn number 10 and has just got through on Daniel Stell in the number 6. Und zwischen die Teamkollegen gibt es einen Positionwechsel. Und jetzt der Trevelov ist vorbei an Emilien Denner. Da ist der Nummer 17, Simon Rennmacher. Oh, das war ein bisschen heftig. That was a bit robust from Rennmacher, and that has allowed Jean Lier to get through on Emilien Denner as well. So after this, we will have 4 more laps to go, and then we'll have 3 races to conclude the first day of the season opener for Deutsche Kart-Meisterschaft 2025. Great to see. Look at the grandstand off of the start-finish straights. People at die Tribüne auf Start und Ziel sind pickepacke voll in dieses Moment. Das ist wirklich geil zu sehen. So effectively, great to see the grandstand full to bursting point here at Mariembourg as Lier gets through on Denner. So Lier and Rennmacher have both made up 4 places. They round out the top 5. Dion van Verven has got the gap down to Danilo Albanese. That is 0.9 of a second. So great work there by the man from the Netherlands, the Flying Dutchman at the moment. 53.169 was his last lap. Albanese did a 53.352, about a 1/10.5 slower. But because of the fact that Van Verven's got a target to chase, well, he's going to go absolutely full bore and go for it. Meantime, going into Escargot, a little bit further back, I think that might be Robert Kinderwarter. Oh! And that has completely caused Sam Lier, broken right front steering. That car is not going anywhere, I'm afraid. So Sam Lier eliminated after that clash out of Escargot. That's one of the worst places for it to happen. And he saw the right front steering and went, no, that car's just going to be thrown down. And, well, the body language told the story. So Corentin Rousseau, the French driver in the Birolot, has just got through on Cedric Malk from Switzerland in the number 36 running on the OTK. That's the change for 13th. Just behind them, they've got Nico Lemberg, the Finn, in the 45. Albanese responding to Van Verven with this plus. It will very shortly be another 2 laps to go. So Danilo Albanese from Italy, the number 14, 53.021. Went only 13 thousandths quicker than Van Verven, so the gap has stayed around about 0.9 of a second. So there's a little bit of stabilisation there. Und jetzt steigt die Vorsprung für Albanese wieder. Knapp 1,1 Sekunden zwischen der Italiener und der Holländer. Nochmal 2 Kämpfe auf die Strecke zwischen Malk und Lemberg. Das ist für 14. Position auf der Strecke. But very shortly we will be going on to the final lap of this race. There's been a lot going on. Sam Lier, the biggest casualty, was running pretty well, and the contact, I think it was with another BRL ART, but it's going to be last lap this time. Letzte Runde läuft bei der Italiener Danilo Albanese. Nochmal schnellste Runde für die Nummer 14. And also he's increased his lead to 1.2 seconds. Dion van Verven, P2, David Trevelov,
P3. Simon Rechenmacher up 4 spots. Jean Lier up 4 spots. Now rounding out your top 5 as the leaders making their way down to Chemin de Fer, and also Escargot for the final time here on lap 12 out of 12. But as the peloton goes through out of Chemin de Fer, it's going to be one driver. It's going to be 2 for 2. Danilo Albanese put it on pole position in time qualifying. The Italian does the double here for Kart Republic Motorsport SRL and himself. He puts himself on pole position for the Superheat tomorrow. Dion van Verven takes P2. That's a great solid pair of finishes for him. And that's actually going to put him basically on level points with the man that finished in front of him last time, David Trevelov, who rounds out your top 3. So Albanese, maximum score of 100 points after 2 races, puts himself on pole position for tomorrow's Superheat. David Trevelov, Dion van Verven, Emilian Denner this time around. Well, last time finished 4th. This time finishes 6th behind Simon Rechenmacher and Switzerland's Jean Lier, who complete your top 5. Kyprosio's Marcus Kayak, they round out the top 8. Kayak had a bit of a struggle in the opening couple of laps, and he tumbled as a direct consequence. Kevin Steher 9th, had a fellow countryman, Christian de Klein, who made it from 14th and finished P10. Valentino Fritsch made up 6 places to finish 11th, ahead of Daniel Stell, who started 10th, finished in P12, ahead of Quentin Rousseau, Cedric Malk, Nico Lemberg, Maddox Wirtz, Ken Oscar Algre, Sweden Simon Billman, Alexander Scheiblecker, Robert Kinderwatter, Ivan Kodradenko, Matti Vandenbroek, and Cyrus Anistad Gagari. Unfortunately, on lap 9 through Escargot, on the exit of it, we lost Switzerland's Samuel Luyet. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. All over him, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, A-Feuer. Standing. Push, push, voll attack. Die DTM live erleben. Jetzt Ticket sichern unter dtm.com.
Now we turn our attention back to DSKC KZ2. Jetzt die Startaufstellung für den letzten Qualifying Heat von 3. Heute bei Saisonauftakt DKM 2025 in Mariembourg. Startaufstellung sieht so aus. Der Sieger bei dem zweiten Qualifying Heat, Gruppe A gegen C, Jaden Teen, steht auf der Pole Position auf seiner linken Seite von Belgien. Der 446, Len Nice, der hat den ersten Qualifying Heat, Gruppe B gegen C, früher heutzutage gewonnen. Danach, zweite Reihe, Siete van Meert gegen Mark Gestenkorn. Dritte Reihe, Emmanuel May und Dirk van Siftout. Mois Klein, Manuel Lettner, Svenja Dreher und Louis Esser. Das ist eure Top 10. Jaden Guschigen und Erik Müller auf die sechste Reihe. Siebte Reihe, Ilian Ivov Jankov und Tim Schott. Achte Reihe, Max Rosenbrink und Adrian Martins von Österreich. Neunte Reihe, Tim Verelst und Julian Kamen. Und die letzten zwei Piloten in den Top 20 sind Maurice Schenk und Oskar Steinbach. The last of the 34 drivers in this grid will comprise of the following drivers: Noah Guno, Anders Elkier, Adrian Bischoff, Rick Hartmann, Jelte Boomer, Marcel Ernst, Noah Kaltenbach, Nick Landgraf, Luis Simon, and first of the Masters drivers, Jori Molema, then followed by Lars Ossenbeck and Klaus Barnett, with Jeffrey Fixer and Alexander Zuer rounding out your 34. Strong grid. So the drivers will now go on their second formation lap, and then this is where the warming up, you see all the massive weaving down the start-finish straight from side to side. So, Teen has won a race, Nice has won a race. Depending on who comes out on top as top dog on this one between the pair, it also depends on where Siete van Meert finishes as well. That could be quite crucial to the intermediate classification after the heats. And after this, we'll have 3 more races to take us through to the final, well, to the end of qualifying heats day here at Mariembourg. And we'll have X30 Junior Heat 2 and X30 Senior qualifying heat number 3. That will bring us to the end of the race day. And then we will have the official intermediate classification after the qualifying heats, provided probably about an hour after our qualifying heats have been completed. There's a lot of work going on behind the scenes, obviously, with drivers, well, sporting and technical matters that still need to be investigated and resolved before the results are thereby considered official. Jaden Teen or Len Nice, who's your pick? I couldn't really pick between the pair of them. I know both drivers very, very well. I've seen them grow through the ranks of karting over the years. And to see them line up alongside each other, this is going to be a really, really good fight. But don't count out someone like Siete van Meert. She could be a bit of a dark horse in this one. Emmanuel May, who was also closing in on Jaden Teen earlier on in race qualifying heat number 2. Es gibt wirklich eine große Möglichkeit, dass alles in dieses letztes Qualifying Heat bei DSKC, Qualifying Heat Nummer 3, dass alles passieren kann. Und jetzt hat der Jaden Teen auf seine Position als Pole-Sitter gestoppt und auf seine linke Seite der Belgien Len Nice für DAP TB Kart und hinter Jaden Teen Siete van Meert. Sie ist auch grüne Flagge von hinten, green flag at the back. 4 red lights go on, and for the last time today, it's go time. Great start by Siete van Meert from the inside of the second row, but Len Nice round the outside.
tries to go for the overcut and he gets it. Hammermanöver bei der Lennais. Jetzt Spitzenreiter vorne von Jaden Teen. Guter Start bei Sita van Meert von Dritte auf einerseits die zweite Reihe. Und jetzt wieder kommt der Angriff von Jaden Teen gegen Lennais. Und bei Chemin de Fer ist er nochmal vorbei. Zweimal Spitzenreiter Wechsel zwischen Nice und jetzt nochmal wieder am vorne der Jaden Teen. Aber jetzt kommt die Piloten von Belgien. Sita van Meert. Vielleicht gute Leistung für der 440. Und jetzt, starkes Defense bei der Lennais gegen Sita van Meert. Durch Kurve 1 bei der Nummer 446. Aber jetzt kommt alle hinter. Emmanuel May, jetzt Vierter auf dem Mach 1. Und auch Gesterkorn, Van Sifthout, Klein, Lettner, Svenja Dreher, Jaden Güschiken. Es gibt knapp von erster bis zum 10. Platz im Moment. Ein Vorteil von 2,1 Sekunden. Aber ein bisschen Pech für Louis Simon. Der ist im letzten Platz in diesem Moment. Aber viele Überholungsmanöver gibt es viele Chance, Platz zu nehmen und wieder nochmal Platz zu nehmen. Durch Kurve Nummer 16 vor dem Schikane und dann über Start und Ziel nochmal eine Runde zu enden. Okay, right. A little bit of side-by-side action. 411 there. That is Anders Elkier. And he's going wheel to wheel. Probably with Louis Esser or Maurice Schenk. In the meantime, Emmanuel May closing in on Sita van Meert. Female driver from Belgium. So, Jaden Teen, Len Nyes and Sita van Meert effectively representing the Benelux region. Leading 1, 2, 3 for Benelux effectively. Aber jetzt hinter Van Meert kommt Emmanuel May in den nur auf 417. Aber Positionwechsel zwischen Julian Kamen und Jaden Güschiken für 10. Platz. Aber jetzt nochmal einer Versuch bei der Emmanuel May gegen Sita van Meert, aber das klappt nicht. Bei der Nummer 440. Aber Pech für Jelte Boomer. Oh, dann kommt ein Finger raus. Yeah, interesting gesture there from Jelte Boomer, who's just provided a finger of gesticulation, let's say there. I'm not going to say any more than that because you all saw it. So wasn't very happy with the driver from behind. That may have just cost Jelte Boomer the opportunity to have to fight back during one of the super heats tomorrow. But change for third, Sita van Meert versus Emmanuel May. The place has now been taken by the 417 from Mach 1 Motorsports. Behind them, Korn battling away with Maurice Klein. So Burlot versus CRG with Dirk van Sifthout in the 477. And drivers who also races in this in KZ2 in the Chrono Karting Dutch Championship. That had its season over the last weekend at Circuitpark Bergen. About half a hour's drive from Eindhoven Airport in the Netherlands. Previous home of the European Grand Prix of, the European Dutch Grand Prix for karting in the early 90s. Aber nochmal 6 Runden in dieser letztes Qualifying Heat. Und Vorteil jetzt liegt bei der Jaden Teen. Aber kommt der Nice immer näher bei jedem Sektor. Und er war schneller letzte Runde.
So 54.139 last lap by Len Nyes. Jaden Teen, no assistance from anyone in front of him because he's basically got clean air. 54.208. So Len Nyes really closing in. Sita van Meert trying to close in on Emmanuel Mai for P3 with a 4.17 from Germany. ADAC Motorsport has made it through to third place. So 5 laps to go. Nochmal 5 Runden von 11. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit, nicht ob, nur wann es passiert. Denn Nyes ist vorbei an Jaden Teen für die Spitze des Felds hier in Mariembourg bei dem letzten Qualifying Heat bei DSKC KZ2. So it's only a matter of, it's not a matter of if, it's a matter of when does Len Nyes decide now's the time to go through and get past Jaden Teen. There will be an opportunity for Len Nyes to try and close that gap, however small it might be by some drivers' standards. And there's about 2 to 3 kart lengths between the pair, but Jaden Teen looks to get a good run of momentum out of the final chicane. Across the line they go to complete lap number 7. Fastest lap by the driver in second position, Len Nyes. Julian Kamen, who's now made up 10 places, is now 8th from 18th on the grid. He now holds the fastest lap. Aber die zwei Zweikämpfe im Moment für als Spitzenreiter und für dritter Platz im Moment sind wichtig und voller Adrenalin. Gänsehaut pur bei diese beide Zweikämpfer. Und jetzt durch Escargot kommt der Nyes an der Hinter von Jaden Teen immer näher. Gleichzeitig mit dem Zweikampf zwischen Emmanuel Mai und die 440 Sita van Meert. So looking over his right shoulder goes Jaden Teen. Len Nyes 0.114 seconds behind. And Len Nyes is through. Len Nyes is through. He got through. He got the job done. Oh, Jaden Teen tags the back of Len Nyes. Nearly sends himself into a spin. And the 459, well held, young man. Incredible stuff there. Jaden Teen, it was like a horse trying to rear backwards and kick off the rider. Jaden Teen just had that presence of mind. Just go, right, calmly, just get this kart back on all 4 wheels. It's cost him time, however, but Len Nyes is on course to put it on pole position for what would be Superheat number 1 tomorrow. So Superheat 8, Len Nyes brings us on to lap number 10 out of 11, so 2 to go. Sita van Meert trying to see if she can find a way past. Well, she has got past. So in the meantime, Len Nyes got past on Jaden Teen. Jetzt ist auch Sita van Meert vorbei an Emmanuel Mai für dritter Platz in die Ranglisten für dieses Rennen. So wirklich eng ist das Konkurrenzfähigkeit zwischen verschiedenen Piloten. Das Gleiche kann man darüber sagen, das Zweikampf zwischen der Schweizer Marc Gesselkorn und der Deutsche Mois Klein für 5. und 6. Platz. Und jetzt kommt das Peloton am Spitze des Felds immer näher zwischen alle Piloten. So, what's the distance? Oh, well, Len Nyes, he's got a little bit of breathing room at the moment. Jetzt kann der Len Nyes ein bisschen mehr atmen. Aber Emmanuel Mai kämpft immer wieder mit die Sita van Meert für dritter Platz. Letzte Runde läuft und jetzt Zweikampf zwischen ein paar Leute durch Kurve Nummer 6. Aber jetzt, dieses Mal wird dem Schwarz-Weiß Zielflagge und dass wir jetzt rauskommen und der Sieger, pole position in Superheat A, goes the way of Len Nyes. Great job there by the Belgian, pipping Jaden Teen, getting through. It's a drag race to the line,
and Zerk van Sifthout beat Julian Kamen by next to nothing, 11 thousandths of a second. Aber bei diesem letztes Qualifying Heat Nummer 3, Gruppe A gegen B, Sieger von Belgien, Nummer 446, der Len Nice hat es richtig geil gewonnen mit den Positionwechsel zwischen ihm und der Jaden Teen. Das war wirklich knapp zwischen die beiden. So, effectively Jaden Teen missing out by just under 0.2 of a second in this third and final qualifying heat. Sita Van Meert, she has really put herself into the thick of things for the set of super heats tomorrow. She places P3. Emmanuel Mai, Mark Gestenkorn, Maurice Klein, Dirk van Sifthout ran out your top 7. Julian Carmen made up a whopping 10 places. But that's not the biggest mover up the order. Jaden Gushiken and Max Olsenbrink ran out your top 10. Manuel Ledner, Adrian Martins, and Jeffrey Fixer from 33rd to finish 13th. This man's going to be a dark horse tomorrow. Morris Schenk takes 14th, head of Louis Esser, who rounds out the top 15. Eric Müller, Tim Schott, Oskar Steinbach, Anders Elkier, Rick Hartmann, Adrian Bischoff, Tim Verels, Marcel Ernst, Noah Gounod, and Mick Landgraf round out your top 25. Svenja Dreher, Ilian Ivov Yankov, Yuri Molema this time wins in Masters, taking 28th. Louis Simon, Noah Kaltenbach round out your top 30 with Alexander Zuer, Lars Olsenbeck, and Klaus Parnet rounding out the 33 finishers. Jelle Tibuma with a definite self-induced choice of gesticulation, retiring on lap 3, but Len Nyes puts himself top of the pops after DSKC KZ2 qualifying heats here on the opening day of the season. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. All over him, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Standing. Push, push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
So, gleich geht's los mit X30 Junioren Qualifying Heat Nummer 2. Jetzt kommt die Startaufstellung für dieses Rennen. Das dauert über 9 Runden hier in Mariembourg in Südbelgien. Auf der Pole Position startet der Nummer 677 von ADAC Motorsport, der Ben Götz. Und an seiner linken Seite von Hauptracing Team der Nummer 610, die ist Erster Tag auf die erste Reihe. Dann zweite Reihe Noah Nölken und Emilio Berndt. Dritte Reihe Tom Wickop und Jonathan Meyer. Vierte Reihe Jelena Denzel und Len Göckmann. Und die letzten 2 Piloten in den Top 10. Die beiden Holländer, Bing van Scheindel und Yves Rie. Dann Konstantin Titze gegen Carlos Nies auf die 6. Reihe. 7. Reihe startet Liam Kerscher und Charlotte Tille. 8. Reihe von Deutschland, Simon Velaya und Emanuel Drechsel von Österreich. 9. Reihe startet der Luxemburger Max Grassini und von Deutschland Lionel Hünecker. Dann Valentin Knödel sollte am 19. Platz starten, aber seine Transponder ist nicht über Start und Ziel gekommen. Jetzt hat es geklappt bei der Nummer 611. Und die letzten 2 Fahrer sind Diego Battaglia in der Startnummer 626 und der Holländer Aaron Wieder für Hense Racing, der Nummer 620. So, insgesamt haben wir 21 Teilnehmer für X30 Junioren hier bei Saisonauftakt 2025. Nochmal über die nächste 9 Runde bis zum Ende dieses Rennen und dann wer wird der Polsetzer für den Superheat morgen. So, one more race to go. 9 laps of the 1,352-meter circuit here at Mariembourg to decide who will be on pole position for the Superheat tomorrow. So they come in through at a consistent pace into the tram lines. Revs rise, lights are on, lights are out. We get racing one final time. Slower start there by Erster Tag, which means that Nölken up the inside through into Turn 1. Jetzt ist der Noah Nölken vorbei an Lies Erster Tag. Und der 617 jetzt geht vorwärts zum 2. Platz vorne von Erster Tag. Danach kommt der Wickop, der Berndt, die Denzel, der Meyer, dann Van Scheindel, Titze und Göckmann. Das ist den Top 10 nach den ersten 10 oder 12 Kurven insgesamt. Aber jetzt nochmal Versuch, die Konkurrenz zu kämpfen und den Eingriff und vielleicht den Positionwechsel wird danach. So effectively just waiting to see if we're going to have a roll of the dice, a pull on the trigger, and the first one to try their hand is Emilio Berndt for Ebisch Sport Promotion on the Kart Republic chassis in 5th place, trying to dive up the VM Energy Corsa Germany entry of Tom Wickop in the 693. The top 5 after the opening lap were covered by just under 7 tenths. But Ben Götz for ADAC Motorsport looking to try and get an early advantage. Noah Nölken put in the fastest lap of the race of 58.392. Looks like, yeah, Erster Tag von Hauptracing Team has managed to get through. Now, I think we might have a situation. Just saw the marshalling crew run across the, I think it might have been just off of turn number 5. Und jetzt nach dem zweiten Runde von 9. Jetzt Attacke bei Wickop am Nölken. Und Wickop ist jetzt vorbei, aber warte mal. Late lunge by Noah Nölken, and that allows Emilio Berndt to get through at turn number 2. Nölken, I think, just did more than a hop, skip and a jump there. Aber bei dem ersten Peloton hier bei X30 Junioren
den letzten Qualifying Heat von 2. Spitze des Felds gibt es fünf Kart-Piloten, wie auf Englisch, Line Astern, so eine Linie, 5 Karten, 5 Piloten, die möchten dieses Qualifying Heat jetzt heute gewinnen, dieses Nachmittag. Und deswegen gibt es alles Möglichkeiten. Jetzt Wechsel für Spitze. Ebersdöble und auch dem Wickhop ist vorbei. Und auch ist der Bernd vorbei am Ben Götz. So, Ben Götz war der Spitzenleiter. Jetzt ist der Vierte. Und hinter ist der Nornölken. Der hat Pech letztes Mal beim ersten Qualifying Heat heute. Aber heute mit dieses zweites Qualifying Heat, mit dem Sechskampf am Spitze des Felds, das sieht ein bisschen wie eine Poker-Kartspieler aussehen. Dann warten wir auf die nächste Bewegung. Jetzt kommt es bei Wickhop an Ebersdöble. Ebersdöble jetzt weiter. Jetzt vielleicht hat er nochmal einen Platz verloren. Ja, das hat schon gepasst. Danke an Emilio Bernd dafür. Und in diesem an Spitze des Felds hier bei diesem letzten Qualifying Heat. Okay, Versuch von Bink van Scheindel, der Holländer gegen Nornölken. Leider ist es alles vorbei heute bei der Max Rassini aus Luxemburg. Der Nummer 631. Sein Rennen hat geändert. Leider Runde Nummer 3 von 9. So 3 out of 9 laps completed, and well, Wickhop is leading the way. Emilio Bernd is in second. Elias Ebersdöble, one of the Haupt Racing Team drivers, who finished in P3 last time around, rounds out the top 3. Ben Götz, who finished second last time around. Aber Positionwechsel für den 622 Carlos Nies gegen Lian Kirscher. Und schnellste Runde bei der Nummer 622 von Nies Racing. Aber nochmal Pech für einen Pilot, Manuel Teixen. So we still have 3 more laps to go out of 9. Now here comes Ebersdöble up the inside of Bernd. That's second position for the Haupt Racing Team driver. But there's going to be a change between the pair once again through turn number 4. And Bernd squeezes through. Ben Götz has an opportunity here to get through on the 2 in front and maybe go for it. Because if he finishes ahead of Emilio Bernd, then that means that the way things are, Emilio Bernd at this moment in time currently leads the way in terms of points. So Bernd is currently on 94. Ben Götz took second. And if he stays fourth, that is going to be 82 points. So effectively that would put Emilio Bernd up ahead. So Ben Götz has got to try and do something, but that is dependent on who's behind, and who's behind Noah Nölken, who had absolutely big dramas in the previous race and finished all the way down in 15th. The German driver with ADAC Motorsport by Fenster.com. Trying to put the frighteners on to Ben Götz, but the way things are at the minute, well, Emilio Bernd will be on pole position for the Superheat tomorrow morning. Next time around, we will start lap 9 out of 9, but Tom Wickhop, who last time around finished down in 19th, also got a front bumper penalty.
Aber jetzt, letzte Runde läuft. Und Wickhop ist Spitzenreiter im Moment. Vorne von Emilio Bernd. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit für Elias Ebersdobler, seine Position zu verbessern in die letzten paar Kurven hier in Mariembourg. Aber es ist wirklich knapp, wenn es gibt nur ein paar verschiedene Kurven auf die letzte Runde. Aber was kann passieren am Vorne? Ist es wirklich etwas, wenn man ein Prediction mache, ist es immer das Gleiche. Das kann man nicht richtig sagen, wer würde das gewinnen, aber wir warten schon auf, was passiert über die letzten paar Kurven. Jetzt Gas geben, Full Throttle over the crest. Und der Sieger von Qualifying Heat Nummer 2, Foto-Finish. Und Tom Wickhop hat es geschafft. Er hat das Rennen gewonnen nach 9 Runden bei 0,020 eine Sekunde. Wie knapp war das? Photo-Finish. Tom Wickhop takes the victory by 2/100ths of a second ahead of Emilio Bernd. Elias Ebersdobler takes P3. Ben Gertz rounds out 4th, ahead of Noah Nölken. So, Pole Position morgen bei dem Superheat wird in die Hände gegeben für der Emilio Bernd, der Nummer 655 für EB Sport Promotion. Bing van Scheindl und Yves Rie, 6. und 7. vorne von Len Göckmann, Konstantin Titzer und Jolina Denzel. So, nochmal ein Hauptracing-Team-Kart in den Top 10. Carlos Nies, 11. vorne von Lian Kircher. Aaron Wieder, Jonathan Meyer, Semyon Velia, Charlotte Tiller, Diego Battaglia, Valentin Knödel, Emanuel Drechsel und Lionel Hünecke. Leider gibt es Pech für den Nummer 631 aus Luxemburg, der Max Grassini. Alles war vorbei bei seinem Rennen am Runde Nummer 3 von 9. Das war es für X30 Junior. So that's it for X30 Junior, qualifying heat number 2. Tom Wickhop takes the win. Emilio Bernd provisionally books himself on pole position for the super heat tomorrow. Ebersdobler, Gotts, Nölken, and Van Scheindel ran at your top 6. Next up, one more qualifying heat to conclude qualifying heats day. It's X30 Senior, qualifying heat 3, A versus B, coming up shortly. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. All over, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
Und ja, jetzt den 14. und letzten Rennen von heute bei Qualifying Heats bei Saisonauftakt DKM 2025, so the 14th and last qualifying heat of the first of 5 weekends for DKM 2025. Let's take you through the grid for X30 Senior qualifying heat 3, A versus B. Lars Remer, who won heat 2, starts from pole position. He'll be joined by Adam Garcia Lopez on the front row. Semil Bayati and Roxanne Lantinga round out row 2. Daniel Brozovic and Marius Bonconseil, the latter winning heat number 1 earlier on. Starts on row 3. Rick Nadin and Quintin van Leeuwen round out row 4 with Niklas Simic and Rocco Curcio rounding out the top 10. Felix Maurer and Leon Lambrecht, row number 6. Nico Handke and Jori Schöns, row 7. Moritz Weber and David Dorrestein ran out row 8. Row 9, Tom Müller and Ben Fritz with Marcel Matjevich and Noah Beckman completing your top 20. Completing the 30-strong grid, Pieter Gorecki, Zino Falke, Morgan Knudsen, Luca Kuhlen, Jacob Trost, Leonard Frey, Lukas Roos, Keanu Frenz, Hannes Eniger and Tobias Hinterstoisser rounding out the 30-strong grid. So, meine Damen und Herren, 11 Runden bis zum Ende des ersten Tag des Saisonauftakt 2025 und das letzte Rennen. Wir haben schon auf der Strecke X30 Senioren, 30 Teilnehmer insgesamt und wir warten über was passiert. Lars Remer hat gewonnen und auch hat der Marius Bonconseil. Aber wir warten schon, könnte vielleicht nochmal ein neues Sieger heute bei den letzten Qualifying Heat bei X30 Senioren. Das Konkurrenzfähigkeit ist stark zwischen die Fahrer und die Piloten hier in diesen Startaufstellungen. Und jetzt warten wir auf den Start. So, the competitiveness between these drivers is really, really high. So expect a very, very big battle that could start from the moment we go lights out. So, red lights on the gantry as the drivers being told one final time to slow down by clerk of the course Camilo Hossinger. So, into the tram lines for the final time today. Revs rise, lights on, lights out, we're underway. Los geht's. And a good start by Remer. Garcia Lopez slots in behind. Scramble for third backwards. 2 abreast, 3 abreast at points. Someone could be they have to be very careful if they're on the outside coming out of turn 2. They're going to be mowing the grass. First time through turn 6. Auf dem Weg bis zum Chemin de Fer am Kurve Nummer 8. Und bleibt der Lars Remer als Spitzenreiter. Zweiter Aaron Garcia Lopez. Dritter, denke ich, das ist der 824. Daniel Brozovic, der ist vorbei an Roxanne Lantinga. Und Marius Bonconseil jetzt 5. im Moment. Erste Runde ist vorbei von 11. Jetzt Attacke bei Garcia Lopez und neuer Führender ist der Spanier von CV Performance Group. Aber jetzt Angriff kommt und Remer. Oh, Brozovic ist vorbei. Und dann hat die Roxanne Lantinga auch versucht, vorbei an der Remer gehen, aber das klappt nicht für die Holländerin. Aber hinter sie ist, ich denke, das ist Nummer 814, der Quintin van Leeuwen, der Holländer. Aber jetzt neuen Spitzenreiter am Führender jetzt, der Aaron Garcia Lopez aus Spanien. Von Daniel Brozovic, dann Lars Remer. Und ich denke, das war eine von den Mannschaft von Larrea GT1 Racing. Jemand war vorbei am Kurve Nummer 1, aber jetzt Garcia Lopez.
wollte sich seine Position jetzt verteidigen. Vorne von Brozovic und Remer. So Garcia Lopez is going to have to defend that to the hilt here. As we're about to complete lap number 3, Daniel Brozovic was the fastest driver out of everybody, 55.917 for the 8.24. He's going to come across the line again very, very quickly indeed. Will Brozovic make the move? No, Remer does. Und jetzt ist vorbei an der Deutsche in der Nummer 824 von VM Energy Corsa Germany. So Tom Müller up 3 places, Eva Dotterstein up 3 places, 14th for Müller, 13th for Dotterstein. 6 places gained by Morgan Knudsen and Luca Kuhlen, 17th and 18th. Tobias Hinterstoisser hat 30. Platz, an 30. Platz gestartet, jetzt 24. 6. Platz für der Deutsche von Ebert Motorsport. Aber nochmal nach dieser Runde. Und jetzt, was für ein Kampf hier über Start und Ziel. Brozovic hat 2-mal Plätze verloren. Eine bis zum Roxanne Lantinga nach Kurve 1. Eine von Quintin van Leeuwen, der Holländer, Nummer 814, ist vorbei an der Deutsche von VM Energy Corsa Germany. Rick Nadin in the Deutsche Motorsport by Fenster.com entry is starting to close on in as well, but Aaron Garcia Lopez, the Spanish matador for CV Performance Group, really doing a great job. Stern defense by the 883 ahead of the 846. So Lars Remer has moved up to senior, well, X30 senior this year. You can see the amount of times that drivers are looking over their right shoulder coming through the final chicane. Jetzt Positionwechsel. Neun Heiter, Spitzenheiter. Jetzt ist es der Deutsche von Hauptracing Team. Lars Remer ist vorbei an Aaron Garcia Lopez. Und nochmal kommt jemand anders in Kampf. Die Roxanne Lantinga, die Holländerin, die Nummer 850 vor AMV Motorsport GmbH. Und Roxanne war Zweite in den ersten Qualifying Heat, Gruppe B gegen C, früher heute. Und es gibt wirklich eine Möglichkeit, dass ob Remer bleibt als Sieger dieses Rennen und für Lantinga vielleicht kommen sie auf ein gutes Ergebnis mit einer starken Leistung heute, aber Positionwechsel, neue Führende. Jetzt Garcia Lopez wieder am Spitze, vorne vom Remer, vorne von Lantinga. Dann kommt Brozovic, Van Leeuwen, Nadine, Simic, Hanke, der Nico Hanke, den 834 von VDB Kart Racing. Auf ein OTK. So after this 4 more laps to go to the end of the race day. Aaron Garcia Lopez takes a quick glance over the right-hand shoulder and now defends against Lars Remer. And now Remer is looking for the offensive. Es wird ganz knapp zwischen die beiden. Jetzt vorbei geht auch nicht nur Remer, nicht nur Lantinga. Willkommen wieder zurück am Spitze des Felds, Daniel Brozovic and Roxanne Lantinga saw Remer make the move. Garcia Lopez got mugged. Well and truly. And now it's really kicking off. 3 wide coming out of Chemin de Fer, and Lantinga's second. Brozovic has lost out big time. Was third, and now has stumbled because of all the toing and froing. And the German from VM Energy Corsa Germany ends up with a rough end of the stick. Lantinga now finds herself second.
but Lars Remeyer has got a big advantage. And that lead now is going to be 8.5 tenths, but Quinten van Leeuwen was the dark horse. And he's got through on Lantinga. Now Quinten van Leeuwen was 4th, and now Lantinga's back through. Was für ein Kampf hier für zweiter Platz ist in diesem letztes Rennen, dieses letztes Qualifying Heat bei X30 Senioren. Van Leeuwen gegen Lantinga, gegen Garcia Lopez, gegen viel mehr andere Piloten, zum Beispiel Rick Nadin, denke ich, Felix Mauer könnte vielleicht dabei sein. All I can say is Quinten van Leeuwen's just bolted. Lars Remeyer has just been given the biggest go away and do your own race. 2 laps to go. Lantinga's still under the kibosh. She's got, oh, now this is where it's going to get a bit heavy-handed. Hier kommt das Heiße wie ein Rollercoaster. Aber Garcia Lopez ist nicht vorbei an Lantinga. Sagt, hey, was passiert denn doch? Muss man vorwärts gehen? Aber das gibt eine andere Meinung von in Kopf von Roxanne Lantinga. Starke Leistung bei dem 850. Sie bleibt im Moment Dritte. Vorne von Garcia Lopez, vorne von Simic, vorne von Nadine, vorne von Brozovic und viel mehr andere Piloten. Aber jetzt, letzte Runde läuft, die Vorsprung von Lars Remeyer bis zum Quinten van Leeuwen jetzt bleibt am über 2,8 Sekunden. Und jetzt hat es gestartet. Elbows out, so to speak, and Lantinga was shoved onto the grass. This is where chaos could prove pivotal to the superheat correlation. Lantinga's gone off. 3 have gone off at turn 5. And the dust kicked up into the nearby atmosphere. It was only a matter of time. Something had to give. And all of a sudden, 3 karts, including Roxanne Lantinga, who had the throttle pinned. Aber an dieses Mal, Gratulation von Hauptracing Team, Sieger den letzten Qualifying Heat. Lars Remeyer siegt. 2. Quinten van Leeuwen. 3. der Spanier, Arn Garcia Lopez. Simic 4. Brozovic 5. Ave Dorrestein. 6. Platz von 6 auf dem Startaufstellung. 4 Breitaufhemder. Meine Güte. Oh my God. I thought there was going to be craziness. As soon as the 3 karts went off at turn 5, that's when the cat went amongst the pigeons. So, Lars Remeyer has won both his qualifying heats. And he won by he won by over 3 times the differential between himself and teammate Sam van der Heyden last time out. Lars Remeyer wins qualifying heat 3 amidst drama and chaos through turn 5 on the last lap by over 3.4 seconds. Quinten van Leeuwen, I think that might be enough to book him on a front row in one of the super heats tomorrow, maybe even on a pole position. He finishes ahead of Alan Garcia Lopez. 2-3 places. I think that's going to put him ahead of Quinten van Leeuwen, maybe on the rank on the intermediate classification. Nicolas Simic, Daniel Brozovic ran at your top 5 ahead of Ava Dorrestein, Rick Nadin, Rocco Curcio, Leon Lambrecht. Jori Schoens rounds out the top 10. Nico Handke 11th ahead of Morgan Knudsen from Denmark. Tom Müller, Noah Beckman, Lukas Hoos, Marcel Metjevic. Marius Bonconce, unfortunately for the German in the 822, rounds out 17th, head of Roxanne Lantinga. Luca Kuhlen, Ben Fritz, Dino Falke, Lennart Frey, Felix Maurer, Tobias Hinterstoisser, Jakob Trost, Peter Gorecki, Keanu Frenz, Hannes Enninger, and Moritz Weber, the last of the classified finishers. Unfortunately, lap 1, well, Semil Bayati didn't even get to the end of it. But Lars Remeyer provisionally becomes your pole sitter for Super Heat A in a drama, chaos-filled final lap in X30 Senior
qualifying heat number 3. So, von meiner Seite hier in die Sprecherkabine in belgischen Mariembourg. Was für ein erster Tag beim Saisonauftakt der Deutschen Kart-Meisterschaft in 2025 hier in belgischen Mariembourg bei Karting Define. Volle Action, starke Leistungen und auch ein bisschen Chaos da drin. Aber morgen geht es noch weiterhin mit dem Superheats und die Finale für den ersten von 5 Veranstaltungen diese Saison bei der Deutschen Kart-Meisterschaft. What a first day for the season opener of 2025 for the German Kart Championship. We've had great racing, great performances, but also a little bit of chaos thrown into the mix as well. So really, Karting Define, well, it's definitely a hit with the drivers. It's definitely a hit with the action here at DKM Season Opener 2025. Dann sehen wir uns morgen bei dem Livestream live und direkt auf der YouTube-Kanäle von ADAC Motorsports. So join us tomorrow morning for the Superheats and the finals. So until tomorrow morning, wir sehen uns morgen wieder. So von meiner Seite, Alex Goldschmidt. Bis bald. Wir sehen uns morgen. Goodbye from my side, Alex Goldschmidt, up here in the commentary box. We'll see you tomorrow morning. Thanks for watching.